Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem sehr kurzen und kompakten Review begrüßen. Ihr sitzt auf dem Tisch. Es geht um die Beretta PMX GBB. Das Ganze ist seitens Umarex zur Verfügung gestellt bekommen als Leihgabe. Vielen lieben Dank dafür. So, und warum so kurz und kompakt? Ihr habt es vielleicht auch an der Timeline gesehen. Nicht ganz so umfangreich wie üblich, denn es war mir leider nicht wirklich möglich, das Modell so umfangreich zu testen wie andere Modelle. Bedeutet das System selbst, die Knifte, das Gassystem, der Verschluss, das Ding rennt wie Hölle. Das funktioniert alles wirklich super, können wir gar nicht schimpfen. Aber es war mir nicht ansatzweise möglich, mit dem beiliegenden Magazin ordentlich die BBs zu feeden. Bedeutet 0,2 Gramm BBs, die sind einigermaßen gut gegangen. Bedeutet, ich konnte mal so 10 Schuss, 15 Schuss am Stück mal abgeben, teilweise auch ein komplettes Magazin mit 0,2 Gramm mal leerballern, ohne dass sich eine BB irgendwie verklemmt hat. Und das war aber leider nicht immer möglich. Und bei 0,3 Gramm ging das Magazin gar nicht mehr. Bedeutet, ich habe nicht ansatzweise irgendwie die BBs rausbekommen, denn ich konnte genau immer einen Schuss machen und dann hat der Kugelstang immer da oben drin geklemmt. Bedeutet, die nächste Kugel ist einfach nicht mehr nachgerutscht und wurde nicht mehr entnommen. Bedeutet, wie gesagt, nur mit 0,2 Gramm diesmal getestet und dementsprechend kann ich auch leider nur ansatzweise auf Thema Hop-Up eingehen. Ich kann nur ansatzweise auf das Thema etwas schwerere BBs heute eingehen. So, und jetzt wird sich der eine oder andere denken, okay, gut, vielleicht hast du ja ein Montagsmagazin bekommen, vielleicht mal per Zufall eins, das nicht funktioniert. Ich hatte bereits letzte Woche oder vorletzte Woche mit jemandem Kontakt, der hat auch eine PMX und sein Kollege hat auch eine PMX. Und beide haben exakt das gleiche Problem. Bedeutet, auch bei diesen beiden Personen bleiben ebenfalls die BBs im Magazin drin hängen und rutschen nicht mehr nach. Und dementsprechend gehe ich jetzt ganz stark davon aus, dass das wirklich ein Problem von diesen Magazinen ist und dass ich hier nicht alleine dastehe. Dementsprechend, bevor es überhaupt losgeht, wenn ihr auch so eine PMX habt oder eine TP9 von KWA und ihr habt auch Probleme mit den Magazinen, dass die einfach nicht mehr feeden und die Kugeln ständig hängen bleiben, gerne mal Kommentarfeld unten nutzen. Ja, habt ihr Probleme oder nein, habt ihr keine Probleme? Dann können wir ein bisschen zusammenfassen, ob es wirklich ein größeres Problem ist oder ob es halt nur in seltenen Fällen auftreten kann. Also Leute, wie gesagt, wird ein bisschen kompakter wie üblich. Schadet, glaube ich, auch mal nicht. Dementsprechend macht euch ein Bierchen auf und los geht's. Lasst uns loslegen, wie üblich mit dem Lieferumfang und mit den technischen Daten. Das kombiniere ich heute einfach kurz. So, die PMX kommt in einem bedruckten Lizenzkarton mit Beretta einmal drauf, schön und gut. Ihr seht aber auch, der Lieferumfang ist nichts Gravierendes, aber auch nicht besonders toll, muss ich sagen. Also durchschnittlich. Denn letztendlich seht ihr habt nur die Knifte drin, ihr habt ein GBB oder ein Gasmagazin dabei und ihr habt eine kurze Anleitung dabei. Und das war's dann. Da fehlen für ein schönes abgerundetes Paket, fehlt hier zumindest eine Kleinigkeit. So, und zwar, wenn wir uns die technischen Daten anschauen, werdet ihr das schon sehen da drüben. Wir haben hier standardmäßig kein 14 mm Linksgewinde, sondern ein 12 mm x 1 Rechtsgewinde. Bedeutet kein Standardgewinde für Schalldämpferattrappen. Ihr seht, ihr habt hier vorne diese Verschlusswarzen dran, wie bei einer MP5 zum Beispiel. Solche Schalldämpferattrappen bekommt ihr aber nur sehr, sehr schwer her oder sehr teuer her. Wollt ihr jetzt einen relativ günstigen Schalli einfach vorne drauf ballern, weil es cool ausschauen würde oder auch halt einen Klang ein bisschen verschönern würde, dann ist euch das standardmäßig nicht möglich, da wieder ein spezielles Gewinde. Und da sind wir eben nochmal beim Thema Lieferumfang. Wenn ich schon KWA bin und schon ein taiwanesischer Hersteller bin, warum schmeiße ich da nicht so eine kleine Aluhülse mit rein? Mit einem 12 mm Gewinde innen und mit einem 14 mm Gewinde außen. Dann hätten wir direkt einen Adapter im Lieferumfang dabei gehabt. Nee, verzichtet man komplett drauf, spart man sich wieder 2 Euro, was so eine kleine Hülse kosten würde. Naja gut, dann seht ihr auch, Speedloader ist keiner dabei, Laufreinigungsstab ist keiner dabei. Naja, ausbaufähig, muss ich sagen. Aber wie gesagt, nichts Gravierendes bekommt man bei vielen anderen Herstellern bekommt man letztendlich auch nur Knifte und ein Magazin dazu.
So, bei der technischen Seite, wie gesagt, nur ansprechen eben das Gewinde, der Rest seht ihr hier drüben. Lauflänge natürlich relativ kompakt, 162 mm mit 6,08 mm Innendurchmesser und dementsprechend auch heute wieder, gerade später nochmal beim Thema Hopper werde ich darauf eingehen. Es ist auch kein Modell, wo ihr jetzt unbedingt 0,3 Gramm BBs drin spielen wollt oder müsst. Nein, ganz im Gegenteil, auch die Energie liegt im Regelfall bei 0,9 Joule. Das ist ein Modell für sehr kompakte Gelände oder für eine Halle, für CQB, mal schnell einen Skirm mit einer GBB, gut, wem es halt gefällt. Aber das ist kein Modell, wo ihr irgendwie in Woodland spielt, mit 0,3. Also ihr dürft auch nicht erwarten, dass ihr mit dem Modell problemlos auf 50 Meter schießt. Vergesst's. Gerade Kugelgrammatur schon angesprochen. Aber wie gesagt, so für kompakte Gelände, genau da sehe ich das Modell. Nur muss man sich dann wieder überlegen, 0,9 Joule, muss ich dann unbedingt eine GBB spielen? Ich denke, da fährt man mit einer SAEG oder mit einer HPA vermutlich ein bisschen besser. Gerade was halt Magazinkosten und sowas betrifft. Aber wie gesagt, für kompakte Gelände wäre das Modell in Ordnung. Bei den Kosten muss ich sagen, finde ich es fair heute. Also liegt im Rahmen, würde ich behaupten. Wenn ihr mal schaut oder euch mal ein bisschen in den Shops rumguckt und vergleicht. Im Regelfall kostet es 399 € in den meisten Shops. Bei GSP habe ich gesehen, beim Tom und beim Micha ist sie aktuell im Angebot sogar für 339, glaube ich, waren das. Und das finde ich für ein Lizenzmodell, ist das immer noch in Ordnung. Also da würde ich gar nicht schimpfen, vor allem wenn man mal vergleicht, was aktuell VFC für seine HK416 haben möchte als GBB-Modell. Die lag mal irgendwo bei 350 bis maximal 400 €. Das kostet das Ding mittlerweile über 600 €. Wie gesagt, da finde ich das Modell so für 339 €, finde ich mit Lizenz ist das in Ordnung. Kann man definitiv nicht meckern. So, und jetzt habe ich euch eben schon angesprochen, Chronotest und Energieabgabe im Regelfall so 0,9 Joule pendelt sich ein. Ich habe euch versucht, Chronotest zu filmen. Werdet ihr dann gleich sehen und da werdet ihr auch sehen, eben die Probleme mit dem Magazin, welches im Lieferumfang enthalten war. Mit 0,2 Gramm ging es ja einigermaßen, aber auch dann werdet ihr schon sehen, dass die Energie eigentlich sehr schnell abfällt. Also auch wenn das Modell angegeben wird in dem einen oder anderen Shop 1,3 Joule, könnt ihr das eigentlich fast nicht erreichen. Also selbst wenn ihr relativ starke Gase verwendet, zum Beispiel das 150 PSI von Elite Force oder wenn ihr Nimrod und Red Gas verwendet, die Energie liegt am Anfang bei den ersten 3-4 Schüssen, könnt ihr diese 1,3 Joule erreichen. Und wenn ihr da mal 5-6 Kugeln rausgedrückt habt, dann fällt das Modell ganz schnell unter einem Joule. Und da pendelt es sich dann ein bisschen ein. Am Ende des Magazins liegt im Regelfall noch bei 0,7 bis maximal 0,8 Joule. Also dementsprechend, wie gesagt, ein bisschen schwach auf der Brust, auch wenn man relativ starke Gase verwendet. Nur wie sich das halt verhält mit schweren BBs, kann ich heute leider nicht sagen. Jetzt hier beim Kronen, ihr habt es gerade gemerkt, gefeuert, aber es ist noch gar nicht ganz leer. Also es sind jetzt hier ungefähr noch knapp 10 BBs drin und das sogar mit 0,2 Gramm. Bedeutet auch hier verklemmen sich jetzt leider schon wieder die BBs, beziehungsweise verklemmt sich der Follower. Kein Feeding. Follower hängt mal wieder fest oder die BBs hängen mal wieder fest. BBs hängen schon wieder fest.
Wieder Klemmer im Magazin. Wieder Klemmer im Magazin. So, nochmal der Chronotest, die PMX mit 0,3 Gramm und dem Elite Force 150 PSI Gas. Ich habe jetzt im oberen inneren Bereich die Magazinlippen innen drin ein kleines bisschen mit einer Rundfeile bearbeitet, damit es hier quasi keinen Versatz innen drin gibt. Jetzt testen wir einfach mal, ob das Feeding jetzt entsprechend besser ist oder ob es genauso murksig ist. Nö, klemmen schon wieder. Nö, funktioniert auch nicht besser. Auch hier könnt ihr es wieder sehen. Moment, ich ziehe mal das Krone kurz ein bisschen zurück. Auch hier könnt ihr wieder sehen, es wird oben einfach keine BB nachgedrückt. Das heißt, irgendwo klemmt und hakt da ein bisschen und reibt da ein bisschen. Entsprechend mein Magazin so leider ohne Funktion und nicht funktionsfähig. Kann man letztendlich genauso wieder zurückschicken. Funktioniert einfach nicht. Wie gesagt, ob das jetzt ein allgemeines Problem ist, weiß ich aktuell noch nicht. Somit haken wir den Chronotest ab. Nee, wie gesagt, ein bisschen schade, dass ich euch keinen anständigen Chronotest abliefern konnte, kein Kältetest. Denn wie gesagt, das Magazin, was dabei ist, ich wiederhole mich ja, aber hat halt einfach leider nicht funktioniert. So, zur Knifte selbst ein paar allgemeine Informationen. Zunächst mal, ich drehe sie euch vielleicht kurz mal ein kleines bisschen ins Licht. Wie gesagt, sehr, sehr kompakt, sehr leicht vor allem. Und wer halt eine GBB im CQB spielen möchte, wäre das definitiv ein interessantes Modell. Denn auch die Performance, wenn ihr leichtere BBs verwendet und keine Probleme mit dem Magazin haben solltet, läuft das Ding astrein. Also wirklich astrein. Ich lehne mich sogar relativ weit aus dem Fenster und sage, das Modell ist deutlich schneller vom Cycle oder vom Zyklus her wie eine VFC, schneller wie eine GHK, schneller wie eine WE. Ist aufgrund des relativ kurzen Hubes und des relativ leichten Verschlussträgers sehr, sehr schnell und zackig, das System. Also macht unheimlich viel Spaß, wenn sie feedet. So, jetzt aber noch ganz kurz, bevor es dann losgeht, allgemeines kurzes Thema Hop-Up. Wie gesagt, ich habe jetzt, wenn es hochkommt, vielleicht 250 Schuss raus mit 0,2 Gramm. Und ja, dafür ist das Hop-Up in Ordnung, muss ich sagen. Vielleicht auch noch 0,25, aber alles Weitere ist damit nicht mehr zu empfehlen. Ich werde sie euch später mal auseinandernehmen, denn gerade auch die Demontage für eine Wartung, wenn ihr mal nachfetten wollt, ist mega simpel. Die Konstruktion ist astrein von KWA. Auch das Hop-Up einstellen ist an sich ganz nett gelöst, muss man sagen. Bedeutet, ihr zieht den Verschlussträger zurück oder halt den ganzen Bolt Carrier. Dann lasst ihr hier den Verschluss und den Auswurf offen. Dann könnt ihr hier mit dem Finger reingehen, seitlich, und könnt innen mit dem Fingernagel euren Hop einstellen. Und auch das ist für eine GBB sehr schön umgesetzt. Bedeutet, ich brauche keinen Inbusschlüssel, ich brauche kein extra Werkzeug von der Seite. Ich muss nicht irgendwie von da unten reinfummeln, ich muss nicht durch einen Handguard oder halt durch einen Vorderschaft irgendwie durch. Nein, ich komme hier direkt wunderschön an das Rotary am Hop-Up ran. Und das funktioniert wirklich gut. Ihr müsst nur aufpassen, ihr braucht ein bisschen Gefühl dafür. Denn wenn ihr da rangeht und ihr wollt ein bisschen mehr Hop haben, dann geht das Rädchen teilweise ein bisschen leicht. Das Ganze läuft auch nicht stufenfrei, sondern über Klicks, über so eine ganz feine Rasterung. Und wenn ihr da ein bisschen zu arg drückt, da kommt ein bisschen Widerstand drauf. Und wenn ihr da ein bisschen übertreibt, dann macht es gleich drrrt und ihr habt gleich mal irgendwie 5, 6 Positionen einfach übersprungen. Also hier, wie gesagt, es lässt sich wirklich gut einstellen. Man braucht aber wirklich ein bisschen viel Gefühl dafür. Hätte meiner Meinung nach das Klicksystem oder hätten sie das Klicksystem vielleicht weglassen können, das Ganze über ein O-Ring, dass es stufenfrei zum Einstellen gewesen wäre, wäre vielleicht noch ein bisschen schöner gewesen. Aber ansonsten, wie gesagt, man kommt super ran, funktioniert tadellos. Was ihr dann später eben sehen werdet bei der Demontage,
Es ist wieder leider was komplett Spezielles vom Hop-Up-System, bedeutet nicht kompatibel zu Standard-GBB-Läufen, nicht kompatibel zu Standard-GBB-Buckings, sondern wenn das Bucking verschlissen ist, wenn der Lauf verschlissen ist, braucht ihr exakt die gleichen Teile wieder, denn zu nichts anderem ist das KWA-System leider kompatibel. Finde ich wieder ein kleines bisschen schade, wäre auch anders gegangen. Ich meine, ein Standard-GBB-System, siehe VFC, schönes Flat-Top-Bucking drin, funktioniert doch. Warum muss KWA wieder ihren eigenen Mist machen? Raff ich nicht. Bisschen schade, aber es funktioniert. Aber wie gesagt, nicht für schwere BBs, denn ihr werdet es später sehen, ihr habt an sich keine Patchfläche. Ihr habt auch hier seitens KWA ein relativ weiches Bucking drin, welches ein bisschen so ein, angelehnt ist an ein Backs-Bucking oder an ein V-Shape-Bucking. Bedeutet, ihr habt keine große Patchfläche, ihr habt auch keinen Porno-Balken, sondern ihr habt einfach zwei so ganz dünne Gummilippen quasi runter von oben, die auf die Kugel draufdrücken. Und wenn ihr da halt zu schwer geht vom Kugelgewicht und so viel Druck da drauf gibt, dass ihr irgendwie ansatzweise Hop drauf bekommt, dann reißt ihr euch nach 1000 Schuss oder nach 1500 Schuss, reißt ihr euch diese Patch-Nupsis weg und dann war das mal ein Bucking. Und dann eben wieder nicht kompatibel. Das finde ich ein bisschen schade, werde ich aber später beim Thema Hop-Up oder bei der Demontage noch ein bisschen genauer darauf eingehen. So, jetzt das Allgemeine und das sehr Positive. Zunächst mal, das Ding ist, wie gesagt, sehr, sehr leicht, sehr kompakt. Ihr könnt es natürlich auch einklappen, lässt sich dann seitlich arretieren, ist also nicht federgelagert, der gesamte Klappschaft, sondern arretiert wie beim G36 hier seitlich über so einen Haken dran am Polyamid mit Kunststoff. Arretiert sauber, hält sauber, klappert nicht, wackelt nicht und könntet das so sogar in der Halle oder sowas spielen, wenn ihr noch kompakter gehen wollt. Das Schwerste an dem Ding ist wirklich das Magazin, denn wenn ihr die Knifte so in der Hand habt, habt ihr eigentlich nicht mehr wie in der Hand, wie wenn ihr jetzt eine Diegel oder sowas habt, von WE zum Beispiel. Die wiegt fast genauso viel. Erst wenn dann das Magazin dazu kommt, dann erreicht das Modell ein kleines bisschen Gewicht. Aber ihr habt es bei den technischen Daten gesehen, 2380 Gramm, glaube ich zumindest, so ungefähr. Also extrem leicht, muss ich sagen. Klein, leicht, handlich, super, kann man nicht meckern. So, und auch die Verarbeitungsqualität, was KWA hier abliefert, ist astrein. Wir haben hier der äußere Mantel oder Upper und Lower Receiver sind zunächst mal aus einem sehr, sehr guten Polyamid-Kunststoff gefertigt. Also ein Polyamid mit Glasfaseranteil, nicht zu wenig Glasfaser, nicht zu weich konstruiert oder nicht zu weich vom Material. Bedeutet, ihr könnt jetzt auch nicht hergehen und könnt hier irgendwie jetzt die ganze Knifte da Mods durchbiegen oder durchwinden oder sowas, sondern das macht einfach einen qualitativ hochwertigen Eindruck, das ganze Ding. Also hier würde ich sagen, von der Kunststoffqualität wirklich klasse. Auch die Passgenauigkeit, Upper und Lower Receiver werden über einen einzelnen Pin hier vorne miteinander verbunden. Hier hinten habt ihr noch so eine Art Stecksystem, wo das Ganze arretiert. Aber wenn ihr den Pin reintreibt, dann sitzt das Ganze wie Arsch auf Eimer. Also null Spiel, nicht mal ein Zehntel, dass hier irgendwie ein Spaltmaß entsteht, wenn ihr da rumwackelt, gar nichts. Also das ist von der Passgenauigkeit wirklich klasse. Auch seht ihr im Material, in der Oberfläche seht ihr jetzt nicht irgendwie die Fasern durchkommen oder sowas oder so einen leichten seitenmatten Glanz von den Glasfasern, sondern das wirkt einfach schön. Wie gesagt, wunderbar, toll gefertigt vom Kunststoff, schön gespritzt, hochwertig verarbeitet, auch von der Oberfläche schön aufgeraut, so eine leichte Struktur drauf, fühlt sich einfach klasse an. Würde ich nicht meckern heute. So, und jetzt denkt ihr euch ja, wie ist das alles jetzt da irgendwie Plastik oder Polyamid? Nein, natürlich nicht. Bedeutet, die wichtigen Teile von der Abzugsgruppe sind natürlich aus Stahl. Es ist der Rest außenrum, die Gehäuse aus Zinkguss, wie bei allen anderen GBBs letztendlich auch. Nur innen drin der Verschluss. Ja, der Verschluss ist extrem weich nicht, aber extrem leicht gewählt. Bedeutet, wo ihr bei VFC oder in anderen Modellen teilweise einen Zinkverschluss drin habt oder sogar einen Stahlverschluss bei VFC teilweise, hat das Modell leider nur einen Verschlussträger aus Aluminium drin. So, und der wiegt nix. Also der bringt vielleicht 50, 60 Gramm auf die Waage und dementsprechend hat dieses Modell keinen Rückstoß. Wer sich jetzt also eine GBB kauft, weil er denkt, ja cool, das ist ja wie bei einer echten, das zuckt schön in der Schulter. Nein, da seid ihr mit diesem Modell leider nicht gut bedient. Bedeutet hier bei dem Modell aufgrund des leichten Verschlussträgers innen drin habt ihr so gut wie keinen Rückstoß.
Das Ding zuckt ganz leicht ein kleines bisschen und das war's auch schon. Wie gesagt, für die einen oder anderen ist es klasse. Ich meine, im Real-Steel-Bereich will man auch nicht so viel Rückstoß haben, weil man will ja auch was Trefferkenner. Im Airsoft-Bereich gibt es halt immer noch die Spieler, die wollen den harten Rückstoß haben, die ballern da Red Gas rein oder Black Gas. Hauptsache es knallt ordentlich. Wie gesagt, dann seid ihr mit diesem Modell nicht gut bedient, da so gut wie kein Rückstoß vorhanden. So, und der nächste Punkt ist, der innere Aufbau und die ganze Konstruktion ist astrein, sehr zugänglich, sehr wartungsfreundlich, das Ganze mega easy zum Zerlegen, zeige ich euch später. Wenn ihr euch aber jetzt denkt, ja, läuft jetzt der ganze Verschluss da innen drin in dem Kunststoff oder was? Nein, natürlich nicht. Bedeutet ja, der äußere Mantel hier außenrum am Upper Receiver, das ist Polyamid-Kunststoff, aber im Inneren habt ihr nochmal so eine Aluminiumröhre, wo der gesamte Verschlussträger sich hin und her bewegt innen drin. Also hier arbeitet der Verschluss natürlich nicht im Kunststoff sozusagen. Auch, was ihr vielleicht auch schon sehen könnt, das Modell ist natürlich beidseitig nutzbar. Bedeutet, ihr habt den gesamten Magazinhalter oder Magazinauswurf vom Schützen aus rechts, wie auch vom Schützen aus links vorzufinden. Ihr habt den Feuerwahlhebel auf beiden Seiten letztendlich vorhanden und ihr könntet sogar den Spannhebel vom Schützen aus vom Schützen links einmal vom Schützen rechts montieren. Bedeutet einfach ganz nach hinten ziehen bis zu der Aussparung, dann mit sehr viel Kraft rausziehen und da drüben letztendlich einmal reinbuttern. Dann habt ihr dann vom Schützen aus auf der rechten Seite montiert. Also hier relativ oder fast komplett Ambidex. Der einzige Punkt, der nicht Ambidex ist, das ist eben der Verschlussfang. Den findet ihr nur vom Schützen aus auf der linken Seite vor. Ihr könnt aber natürlich auch hergehen beim Magazinwechsel und könnt dann letztendlich einfach den Verschluss kurz ein Stück zurückziehen oder den Spannhebel ein Stück zurück und braucht dementsprechend eigentlich den Verschluss oder den Verschlussfang nicht zu verwenden. Also können wir eigentlich festhalten, komplett beidseitig nutzbar bzw. Ambidex. Hier möchte ich nur noch kurz einen Punkt nachreichen. Für Deutschland, wer Semi-Only spielt, ist es mit dem Feuerwahlhebel eine super Sache. Der ist wunderbar definiert, springt und klickt natürlich in die Position rein. Also astrein, ohne Probleme. Nur achtet ein bisschen drauf, falls ihr Österreicher, Schweizer seid und habt ein Modell, welches auch Full Auto läuft. Da könnte der Feuerwahlhebel vom Design her etwas störend sein. Bedeutet, wenn ihr hier mal herguckt, wenn wir so einen Finger lang machen, wir sind hier bereits sehr, sehr knapp hier oben an der Spitze vom Feuerwahlhebel dran. So, jetzt sehen wir auf halbautomatisch. Jetzt schalten wir mal um auf Full Auto. So, guckt mal, wie weit der da runterkommt und der bohrt sich richtig schön da oben in den Finger rein. Also extrem unangenehm, muss ich sagen. Der hätte vom Schützen aus auf der rechten Seite flacher sein können oder ein bisschen abgerundet sein können oder kürzer sein können. Denn der ist auf Full Auto fast ein kleines bisschen störend, muss ich sagen. Wie gesagt, finde ich zumindest. Müsst ihr euch angucken. Ich finde auf Full Auto nicht ganz so prickelnd. Aber ansonsten, wie gesagt, können wir nicht meckern. Läuft tadellos das Ganze. So, restliche Materialien übrigens. Die obere Picatinny ist komplett durchgängig, selbstverständlich mit den Flip-Ups drauf. Die ist aus Aluminium und ist auch an insgesamt 4 Positionen mit dem inneren Gehäuse dann verschraubt. Bedeutet auch hier oben, wenn ihr einen relativ schweren Rotpunkt- oder Leuchtpunktvisier drauf macht, da oben wackelt nichts. Also die Picatinny hier oben sitzt komplett gerade und perfekt drauf. Die Pick-Rails seitlich, links wie auch rechts, sind dann letztendlich aus Polyamid-Kunststoff gefertigt, da diese auch nur für die Aufnahme von Dummy-Lights da sind oder Österreicher, Schweizer Laserlichtmodul, ist auch das vollkommen in Ordnung. Also die müssen nicht unbedingt aus Aluminium sein, kann man gerne drauf verzichten. Spart natürlich auch nochmal ein ganz kleines bisschen Gewicht an der ganzen Knifte. So, brauche ich sonst noch was durchsprechen? Ja, es sind Original-Markings drauf. Es ist eine Beretta PMX, es ist ein Nachbau von KWA. Ja, wer Markings braucht, ja, sind vorhanden, definitiv. Bevor wir dann anschließend mit dem Magazin weitermachen, lasst uns im Detail über dieses GBB-System von KWA sprechen. Jetzt habe ich euch gerade bei der Allgemeininformation schon gesagt, der Verschlussträger im inneren Bereich ist aufgrund des Materials sehr leicht und dementsprechend sehr geringer Rückstoß vorhanden. Vorteil wiederum, aufgrund des Gewichtes von den Verschlussträgern arbeitet das ganze System extrem schnell.
Bedeutet, ihr habt hier absolut null Trägheit und ich würde das Ganze auch problemlos mit einer Marui vergleichen, was das GBB-System angeht. Also extrem zackig, extrem schön. Dazu kommt auch noch, das schauen wir uns auch später bei der Demontage an, auch die gesamte Abzugsgruppe, was KWA hier reinballert, ist wirklich klasse. Alle relevanten Teile aus Stahl. Sie haben sich auch wunderbar Gedanken gemacht, was Schlagkanten oder Verschleißkanten angeht. Bedeutet, alles, wo irgendwo ein Schlag entsteht oder Material auf Material arbeitet, wird überall die Energie im inneren Bereich nochmal mit Gummis rausgenommen. Bedeutet, der Hammer, wenn er sich komplett entspannt hat, der knallt nicht einfach nur unten in den Trigger rein, sondern der wird einfach über eine Gummiplatte nochmal abgepuffert, damit es eben keinen Schlag gibt aus Material. Dann haben sie extra im Abzug oben nochmal so eine extra Stahlplatte eingearbeitet. Wenn die mal durch ist, müsst ihr bloß die Stahlplatte tauschen und nicht den gesamten Abzug. Also da hat man wirklich mitgedacht. Auch ist das ganze System oder ist die gesamte Abzugsgruppe unheimlich crisp und direkt, muss ich sagen. Bedeutet, ich versuche es einmal kurz zu zeigen. Schauen wir uns den Abzug mal an. Ihr seid hier relativ weit oder relativ nah am Druckpunkt. So circa 2 mm Luft. Schöner definierter Druckpunkt und dann sehr kurz. Bedeutet, wir drücken dann, wenn wir auf Halbauto umschalten, wir drücken dann einmal durch, Klick. Habt ihr gemerkt? Und vom Reset her eigentlich genauso kurz. Wir lassen den Abzug langsam kommen. Klick, Klick. Schaut mal, das ist mega direkt. Also richtig schön definiert, immer gleichbleibend, nicht irgendwie schwammig oder sowas. Absolut klasse. Also richtig, richtig gute Abzugsgruppe drin, macht unheimlich viel Spaß. So, und jetzt zeige ich euch das Ganze mal mit dem Trockenfeuern, denn wie gesagt, Fieden tut sie leider nicht, aber ich halte einfach mal den Verschlussfang unten. Vielleicht noch ein kleiner Punkt, Thema Verschlussfang. Ihr seht, der Verschlussfang arretiert jetzt, wenn das Magazin leer ist, wenn ich das Ganze manuell aufziehe. Es ist aber auch schon 3-mal vorgekommen, Magazin komplett leer gemacht, Magazin war eiskalt, Verschluss arretiert nicht mehr. Bedeutet, ihr konntet als weiterfeuern, obwohl keine BB mehr drin war. Bedeutet, hier muss halt immer sichergestellt werden, dass der Gasdruck noch auslangt, wie bei vielen anderen GBBs, damit das Ding da hinten halt arretiert. Ansonsten rutscht er einfach durch oder kommt einfach wieder vor. Und dann noch ein Punkt, das hätte ich jetzt fast vergessen. Noch ein ganz wichtiger Punkt, das werde ich euch später auch nochmal bei der Demontage an den Teilen erklären. Achtet ein bisschen drauf, der Verschlussträger muss immer mit Schmackes vorschnalzen. Bedeutet, ihr müsst ihn immer ganz durchziehen und müsst ihn dann schnalzen lassen. Wenn ihr den Verschlussträger nicht schnalzen lasst oder es befindet sich Dreck im System und er bewegt sich zu langsam nach vorne, dann gibt der Verschlussträger den Abzug nicht mehr frei. Ich demonstriere es euch mal ganz kurz. Ich lasse ihn jetzt einfach ganz normal kommen. Seht ihr, passiert gar nichts mehr. Bedeutet, da fehlt jetzt einfach nochmal so ein 0,2, 0,3 Millimeterchen fehlen, damit der Abzug freigegeben wird. Also immer, wenn ihr mal das Problem haben solltet, dass ihr da drückt und tut und es passiert einfach nichts, Verschlussträger nach vorne, bis es Klick macht. Und dann ist der Abzug auch wieder freigegeben. Wie gesagt, finde ich ein bisschen arg knapp bemessen. Bedeutet, meiner Meinung nach hätte KWA auch diesen Hebel, welcher wiederum den Abzug freigibt, auch vielleicht nochmal um 0,2 mm weiter nach hinten ziehen können, damit es eben nicht aufs Zehntel alles genau passen muss. Denn wie gesagt, nehmen wir mal an, da ist Dreck drin, der schließt einfach zu schnell, zu langsam oder die Federn sind verschlissen. Dann kann es passieren, dass das System einfach oder dass der Abzug einfach nicht mehr freigegeben wird. Also hier wirklich sehr, sehr knapp bemessen, was die Mechanik angeht, muss ich sagen. So, ich babbel ein bisschen viel da, obwohl ich mich kurz fassen wollte. So, hauen wir mal ein paar kleine Trockenschüsse raus und dann schaut euch mal kurz Thema Rückstoß und Ansprechverhalten an. Und ausreichend, würde ich sagen, oder? Also das System, wie am Anfang schon gesagt, das GBB oder das Gassystem selbst, die Mechanik,
Einwandfrei, einwandpfiffi. Wenn ihr schneller triggert, das Ding ist schnell, das Ding ist zackig am Abzug, es lässt sich schön, ja, schön fein triggern, schön schnell triggern. Und ihr seht auch, wenn ihr da mal 50 Schuss rausballert aus dem Magazin am Stück, ihr seht nicht einmal, dass da irgendwie Gaswolken rauskommen, dass es anfängt zum Sappern oder sowas. Gar nichts. Also hier muss ich sagen, Hut ab, das GBB-System von KWA läuft tadellos. Das gut laufende GBB-System bringt uns bloß leider nichts, wenn halt die Magazine nicht funktionieren. So, kommen wir also zu dem Punkt, warum das Video so kurz werden wird oder so kurz sein wird, wie am Anfang schon angesprochen. Das PMX-Magazin oder TP9-Magazin, was dabei war bei der Knifte, funktioniert bei mir leider gar nicht. Also ist eine absolute Katastrophe. Ich bin jetzt auch schon hergegangen. Ich war der Meinung vielleicht, dass der Übergang ein bisschen scharfkantig ist zwischen den Kunststoff-Magazinlippen und dem Zinkgussteil, dass da ein kleiner Grat irgendwie drin ist. Habe ich innen drin mal die Lippen rausgebaut mit der kleinen Rundpfeile oder Halbrundpfeile. Die Kante unten ganz leicht ein bisschen abgenommen, dass der Übergang smoother wird. Hat gar nichts gebracht. Also irgendwo scheinen die BBs da oben in den Magazinlippen irgendwie hängen zu bleiben und nicht nachzurutschen. Und wie gesagt, je schwerer ihr geht, desto größer ist das Problem bei meinem Magazin. Und ich bin leider auch nicht alleine damit. Wie am Anfang schon gesagt, 2 weitere Personen haben in ihrer PMX mit dem Magazin exakt das gleiche Problem. Dementsprechend kommentierend, läuft's bei euch oder läuft's bei euch auch nicht. Dann wissen wir wenigstens Bescheid. So, ansonsten ist das Magazin recht in Ordnung, muss man sagen. Die Gaseffizienz hätte ich als minimals höher eingeschätzt. Bedeutet, wenn man es jetzt einfach mal vergleicht mit einer Marui GBB 0,8, 0,9 Joule oder lass auch mal eine VFC sein. Zum Beispiel die AR15 Modelle, die AR10 ist ein schlechter Vergleich. Aber zum Beispiel die AR15 Modelle von VFC, auch die 416er zum Beispiel, natürlich, die haben ein größeres Magazin, passt ein bisschen mehr Gas rein, haben aber natürlich auch entsprechend einen deutlich größeren Verschlussträger drin, einen deutlich schwereren Verschlussträger drin und die Dinger knallen auch ordentlich in die Schulter rein. So, und diese wiederum erreichen teilweise über 100 Schuss von der Effizienz. Bedeutet, ihr könnt mehrfach das Magazin mit Kugeln befüllen, ohne dass ihr Gas nachfüllt. Und das ist bei der PMX leider nicht möglich. So, wie gesagt, das Magazin natürlich, es ist kompakter, es ist kein AR15 Magazin, dementsprechend kleinerer Gastank, selbstverständlich. Dafür aber natürlich erstmal positiv, es passen 50 BBs rein, welche sich saumäßig gut laden lassen. Bedeutet, ihr müsst jetzt auch nicht hier oben mit so einem blöden GBB-Aufsatz und mit dem Speedloader die BBs quasi durch die Lippe durchdrücken, sondern ihr nehmt den ganzen Follower, schiebt den nach unten mit dem Fingernagel und dann arretiert der unten. Seht ihr? Der bleibt dann unten arretieren. Oder der arretiert dann unten. Und dann habt ihr hier die gesamte Fläche komplett frei für eure BBs. Bedeutet, nehmt einfach einen Speedloader. Habe ich einen da? Ha, warte mal, ich habe sogar einen da. Oh, der ist leer, schade. Nehmt einfach einen Speedloader und drückt hier oben einfach so die BBs rein. Dann werden die da richtig schön sauber gesteckt vorne drin und ihr bekommt ohne Probleme 50 Kugeln rein. Und dann drückt ihr einfach auf den Follower drauf. Das ist wie so ein kleiner Mini-Knopf. Wenn er da drauf drückt, dann entriegelt er wieder. Und das ist zum Befüllen einfach 1000-mal besser wie da oben sich abzukämpfen. Oder wenn ihr dann nur da unten so eine kleine Öffnung habt, irgendwie ein Durchgang, geht wunderbar. Also vom Befüllen her, vom Beladen her, Ast rein. Auch Übergang, Nozzle, Gasrotor, hervorragend. Habt ihr gesehen, wenn ihr schnell triggert, es ist auch nichts feucht geworden. Nichts feucht geworden, oh Mann. Also hier oben, der Rotor ist noch komplett trocken, es spritzt euch kein Gas irgendwie raus, es fängt nicht an zu süffen, gar nichts. Auch das Ventil hinten, einwandfrei, also wunderbar dicht, gar keine Probleme, auch wenn man schneller triggert. Dementsprechend hier das Magazin schon mal sehr, sehr gut. Wäre da eben nicht das Problem, dass die BBs immer wieder drin hängen bleiben. Zum 5. Mal jetzt angesprochen. So, kurz zur Effizienz. Wie gesagt, ich bin eigentlich davon ausgegangen, aufgrund des sehr leichten Verschlussträgers, dass man auch eine sehr gute Effizienz damit erreicht. Jetzt würde ich fast behaupten, die Effizienz im Vergleich zu anderen ist fast durchschnittlich, muss man sagen. Also sie kommt auf keinen Fall an eine Marui ran, an eine AR15 und sie kommt auch nicht an eine VFC AR15 oder ja, AR15 ran.
Bedeutet, auch wenn der Verschlussträger nichts wiegt, ultra leicht ist, man relativ wenig Gas hat, wenig Energie, bekommt ihr maximal 80 Schuss aus einem Magazin raus mit einer Gasladung. Bedeutet, wenn ihr wieder BBs nachladet, müsst ihr auch jedes Mal die Gasflasche wieder aufsetzen und entsprechend Gas nachfüllen. Denn für 2 komplette Kugelstränge langt das Gas im Tank leider nicht aus. So, die Kosten, brauchen wir uns drüber wieder aufzuregen? Ich glaube nicht. Ich meine, das Ding ist ein riesengroßer Zinkklopper. Das kommt einfach aus der Gussform raus, da wird ein bisschen Zink reingespritzt oder reingegossen. Dann kommt noch da oben ein paar Magazinlippen drauf und dann kostet das Ding 80 Euro. Ja, okay, gut, kann man machen, ist halt wieder brutal überteuert. Und wie gesagt, ich verstehe es einfach nicht, was an so ein bisschen Zink, was hier 80 Euro kostet. Das Ding kostet in der Herstellung Material vielleicht, keine Ahnung, $10 oder sowas oder $15, wird halt für 80 Euro verkauft. Ist halt ein GBB-Magazin. Aber gut, das ist ja mittlerweile bei so gut wie jedem Hersteller übertrieben teuer. So Leute, bevor wir uns dann die Internals anschauen, nehmen wir das Ding mal kurz auseinander. Das ist seitens KWA ziemlich geil gemacht. Bedeutet, wir nehmen hier vorne mal den fetten großen Pin raus. Den könnt ihr ein bisschen durchdrücken. Hier vorne drin, zack, dann zieht ihr den raus und dann könnt ihr bereits Upper und Lower voneinander trennen. Also einfach quasi ein Upper, seht ihr hier hinten, Nudel- und Federsystem, schiebt dann einfach letztendlich auseinander. So, zack. Und dann könnt ihr das ganze System bereits trennen. Also finde ich sehr zugänglich, sehr benutzerfreundlich, mal zum Reinigen, klasse gemacht. So, dann nehmen wir den gesamten Verschlussträger mit der Nozzle raus. Das seht ihr hier innen drin. Und wie vorhin auch schon angesprochen, dass die Federn da hinten scheppern und klingeln. Wie gesagt, sehr, sehr nervig, sollte man definitiv irgendwie einfetten oder vielleicht auch gibt es Aftermarket-Federn, aber das Ding ihr hört eigentlich beim Schießen die ganze Zeit nur ein Klingeln von irgendwelchen Federn. So, also wir machen mal weiter. Hier hinten muss diese fette, diese Abdeckung rausgeschraubt werden. Ich probiere es mal, ob ich es mit der Hand hinbringe oder ob ich die gestern zu fest angezogen habe. Okay, die klopfen wir uns ein bisschen lose. Bedeutet, ich brauche was zum Klopfen. So, und jetzt bedeutet, wir müssen uns das entweder losklopfen oder aber vielleicht geht es auch mit einem AR-15-Tool für die Barrel Nuts oder sowas. Vielleicht könnt ihr da packen, wenn ihr eins zu Hause habt, in Ordnung. Ansonsten, wenn ihr es nicht habt, hier sind solche so kleine Bohrungen drin, da geht ihr mit dem Bit oder mit irgendwas rein und dann klopft ihr das Gewinde ganz leicht ein bisschen auf. So, letztendlich müsst ihr es ja nur locker klopfen, denn jetzt da könnt ihr das ganz einfach nach hinten abschrauben. So, dann kommt da noch die Aufnahme mit raus. Für den Trageriemen hier aufpassen, die gehört so rum rein, dass diese Kante da oben arretiert, also hier oben in die Kante reinläuft. So, nehmen wir das mal ab, legen wir uns auf die Seite und jetzt können wir nämlich bereits den hinteren Teil entfernen. So, und hier sind eben diese beiden Federn drin. Ja, eure sozusagen Recoil Springs oder Buffer Spring oder wie auch immer. Und die beiden, die klingeln halt und scheppern halt richtig ordentlich nach. Wie gesagt, fand ich jetzt nicht ganz so prickelnd. So, und jetzt müsst ihr aufpassen. Jetzt müssen wir erstmal den Spannhebel entfernen. Und das kann auch ein kleines bisschen nervig sein, denn der sitzt unheimlich straff drin. Und gleichzeitig geht er aber auch nur in eine Richtung rein. Bedeutet, ihr müsst dann später aufpassen, wenn dann wieder installiert, dass dann richtig reinbekommt. So, passt auf, ich versuche mal rauszuziehen. So, wie gesagt, am Anfang geht es unheimlich brutal straff. Und dann müsst ihr eben aufpassen, der hat hier oben, die hintere Kante ist quasi hier oben flach, also nicht mehr rund. Und wenn ihr euch dann den Verschlussträger innen drin anschaut, da seht ihr eben auch, dass der oben auch flach ist. Also dementsprechend flache Stelle auf flache Stelle reindrücken und ein kleines bisschen klopfen, damit diese zwei kleinen Federn da unten oder dieser Federstahl wieder arretieren kann. So, und dann könnt ihr das ganze Zeug nach hinten rausziehen. Und auch jetzt aufpassen, ihr seht bereits hier hinten, wenn das rauskommt, links und rechts so zwei kleine Plastikteile. Das ganze System innen drin wird nur miteinander versteckt sozusagen, oder da habt ihr so wie so eine Art so Laufflächen sind es. So, und die fallen teilweise raus. Bedeutet, wenn ihr das jetzt alles nach hinten rauszieht, ja, guckt, seht ihr, dann läuft dann fallen diese ganzen Führungen, diese ganzen Kunststoffführungen, die fallen da alle raus. Bis auf der da, der mag nicht, der hält gut. Und wie gesagt, die stecken da wirklich nur letztendlich drin und sind letztendlich ja so Abstandshalter, damit der ganze Verschlussträger nicht auf dem Aluminium entlang scheuert, sondern dass es halt auf dem Kunststoff entlang arbeitet.
Und wie gesagt, die fallen halt raus. Aufpassen, dass das nicht verliert. Braucht ihr insgesamt 4 Stück. So, da ist eben auch noch einer drin, wenn ihr die mal tauschen müsst, wenn der überhaupt Ersatz herbekommt. Dann müsst ihr halt gucken, dass ihr da irgendwie mit einem Messerchen oder so, dass ihr den ein bisschen vorsichtig raushebelt. Wie gesagt, 3 Stück fallen, ja, jetzt ist er draußen, 3 Stück fallen so raus, 4 Stück sind es letztendlich insgesamt, diese Kunststoffführungen sozusagen. Dann lasst uns mit dem Verschlussträger weitermachen. Ihr habt hier oben so einen kleinen Pin drin, der hält letztendlich den Nozzle-Stop hier oben fest, da ist ein Langloch drin. Den klopft ihr raus und dann habt ihr hier unten noch einen Spannstift drin, so einen kleinen. Den müsst ihr nicht ganz rausklopfen, das langt, wenn ihr den anklopft. Oder halt so weit rausklopfen, bis sich letztendlich diese Kunststoffeinlage hier hinten, bis sich diese einmal löst. So, dann seht ihr, wenn der Pin eben leicht draußen ist, dann könnt ihr die nach hinten entfernen. So, und jetzt kommt ihr nämlich hier hinten letztendlich an den E-Clip ran, welcher die Nozzle innen drin festhält. Bedeutet, wir drehen uns das ein bisschen so her, dass wir quasi hier innen dann, wenn ihr das irgendwie sehen könnt, da innen ist ein E-Clip auf jeden Fall. Wie gesagt, ein bisschen dunkel alles, aber vielleicht bringen wir es ja hin. Hier innen drin ist auf jeden Fall ein E-Clip, so, und den müsst ihr schauen, dass ihr den runterklipst. So, schauen wir, ob wir es mit dem Schraubendreher hinbekommen. Und der sitzt relativ gut drauf. So, jetzt da, schwere Geburt. Also der E-Clip muss runter. Wie gesagt, am besten nehmt ihr irgendwie ein E-Clip-Tool, so eins zum Drücken. Mit dem Schraubendreher geht es relativ wurstig. So, auf jeden Fall ist jetzt die Nozzle locker. Wir können die ein bisschen nach vorne drücken. Jetzt müsst ihr bloß aufpassen, hier oben hängt eben noch dieser Spring Guide, dieser Nozzle-Stop drin. Den sollten wir uns vielleicht vorher auch noch ein kleines bisschen lösen, weil sonst krachen wir da mit der Nozzle dagegen. Schauen wir mal, jetzt geht er nach unten, cool, ich wollte ihn eigentlich nach oben haben. Schauen wir mal, ob wir den irgendwie da rausgehebelt bekommen. Jetzt da, jawohl. So, hier ist eben dieser Nozzle-Stop, da sitzt die kleine Feder, sitzt da drin. So, und dann wird das ganze Ding so einfach reingedrückt, dass die Feder quasi oben an der Kante noch anliegt. So, und jetzt könnt ihr nämlich die gesamte Nozzle aus dem Verschlussträger entfernen. So, und da seht ihr auch schon hier oben, bisschen Abrieb irgendwie. Das ist irgendwie von diesem, keine Ahnung, von diesem Nozzle-Stop. Ja, der reibt hier anscheinend, ja, der reibt nicht an der Nozzle, der Nozzle-Stop, sondern der reibt da oben. Der reibt da oben drin im Verschlussträger, im Aluminium. Und dann reibt es hier ein bisschen. Hätte KWA auch gerne ein kleines bisschen Fett auftragen können. Denn allgemein, wenn ihr euch das ganze System jetzt hier mal anschaut, guck mal, die ganze Nozzle ist komplett trocken. Der O-Ring hinten ist komplett trocken. Nozzle-Stop komplett trocken und der Verschlussträger innen drin ist auch noch komplett trocken. Also entweder erwarten Sie, dass man hier ein Gas nimmt mit sehr viel Silikonanteil. Ansonsten müsst ihr halt schauen, dass ihr da mal ein bisschen fettet oder sowas, mal ein bisschen Fett reinknallen in das Ding. Okay, so, dann lasst uns weitermachen mit dem Lauf und mit der Hop-Up-Kammer. Bei der Hop-Up-Kammer ist jetzt auch nicht mehr viel dabei. Bedeutet, ihr habt nur hier seitlich, wenn ihr da reinschaut, habt ihr so 2 kleine Löcher. Und da sind 2 ganz kleine Kreuzschrauben drin. Diese beiden Kreuzschrauben lösen wir. Einmal auf der Seite. Wie gesagt, ein bisschen aufpassen, sind wirklich ziemlich mini. Hätte man vielleicht auch ein kleines bisschen größer machen können. Aber das haben wir dahingestellt. So, und auf der Seite nochmal eine. Und die halten letztendlich die Hop-Up-Kammer. Bedeutet, wenn wir jetzt da, so jetzt müssen wir den Lauf irgendwie rausdrücken, bedeutet, wir lösen vielleicht vorne mal diesen 12 mm Adapter, bedeutet Gewindestift anlösen und das Ding einmal abschrauben, denn dann können wir nämlich den Lauf nach hinten rausdrücken mit der Hop-Up-Kammer. So, jetzt da. So, hier ein bisschen gegen den Lauf drücken und dann kommt nämlich die Hop-Up-Kammer hier hinten einmal raus und könnt ihr ganz einfach nach hinten rausziehen. So, da, einmal raus damit. Wenn ihr es noch weiter demontieren wolltet, wenn ihr irgendwie hier vorne die Barrel Nuts sozusagen festziehen wollt, weil vielleicht der Lauf wackelt oder keine Ahnung was, entweder ihr geht hier mit dem Ringschlüssel rein und zieht die Mutter wieder fest, die ist aber standardmäßig brutal fest. Also ich hatte es ja einmal angelöst, braucht ihr Hitze dafür oder Wärme. Im Regelfall müsst ihr da nirgendwo hin. Wie gesagt, so langt es eigentlich schon. Bedeutet so, das Grundzeug, Hop-Up und Verschlussträger ist eigentlich sehr, sehr simpel und sehr, sehr zugänglich, muss man sagen. So Leute, ich habe jetzt kurzerhand beschlossen, ich zeige euch jetzt die Demontage vom Lower bzw. von der Abzugsgrube innen drin.
zeige ich euch auch noch, denn wenn ihr da mal ran müsst zum Reinigen, kann das ein kleines bisschen umständlich sein oder nicht sofort ersichtlich sein, wie das alles aufgebaut ist. Und wie gesagt, ich zeige es euch einfach für die Zukunft, wenn es jemand braucht, der kann eben kurz reinschauen in das Video. So, also Lower- oder Abzugsgruppe rausholen. Hauen wir erstmal Pins raus, da müsst ihr aufpassen. Nur die untere Reihe sind wirklich Pins oder Stifte. Bedeutet diese 3 Stück, der und der nicht. Also hier auf keinen Fall draufhauen. So, sie sind nur Fake sozusagen. Also wir hauen quasi den hier raus und den hier raus. So, die 3 Pins können wir raustun und einmal rausziehen. Die sind auch alle 3 gleich groß und gleich lang. Spielt also keine Rolle, wo ihr da später welchen wieder reinmacht. So, dann machen wir erstmal Verschlussfang oder Bolt Catch. Da braucht man einen kleinen Mini-Inbus. Auch wieder irgendwie 1 mm. Also ich habe hier 1 mm, wahrscheinlich 0,9. Und dann löst ihr hier unten drin den kleinen Gewindestift. Und der ist wirklich wieder mini. Müsst ihr halt auch wieder aufpassen, dass ihr das Ding nicht irgendwie verliert oder sowas. So, komm, geh raus. So, jetzt da raus damit und eben nicht verlieren. Legen wir uns zusammen auf die Seite. So, und wenn wir jetzt von oben reinschauen, dann sehen wir, dass hier innen drin ein kleiner E-Clip ist. Wartet mal. Hier bedeutet der Verschlussfanghebel, der wird hier hinten wird er gefedert. Da ist einfach die Feder eingehakt, die hakt sich dann automatisch aus. Aber hier vorne drin ist ein kleiner E-Clip. So, und dieser kleine E-Clip, der muss einmal raus. Bedeutet, wir drehen uns den so her, dass man wegdrücken können. So, dann einmal weg damit. Und hier, wie gesagt, aufpassen. Der kleine E-Clip, der muss weg. Legen wir uns zum Bolt Catch mit dem kleinen Gewindestift dazu. Und jetzt können wir hier innen drin diesen kleinen Bolzen hier rausdrücken und auf der Seite rausziehen. So, und somit wäre auch der gesamte Bolt Catch lose. Bedeutet, wir hebeln uns den oder wir ziehen ihn vorne raus und haken ihn hinten an der Feder aus. So, einfach wieder weg damit. So, dann seht ihr direkt hier innen ist eine große Kreuzschraube, die lösen wir. Okay, so, lass mich selber noch mal ganz kurz gucken, der Bolzen, der Pin muss noch mit weg, der große. Habt dann so einen Spannclipser hier innen drin, so eine Art Karosseriesplint. Wartet, ich zeige es euch vielleicht so, hier innen drin, den ziehen wir uns einfach einmal raus. So, das wäre dann quasi das Teil hier. Und dann können wir den ganzen Bolzen einfach rausziehen. So, jetzt jetzt merkt ihr schon, das Ganze wird jetzt bereits lose, aber hängt noch ein kleines bisschen. Denn das innere Gehäuse hängt noch am Magazinhalter. Ihr könnt den Magazinhalter demontieren, indem ihr den kräftig hier auf der Seite reindrückt, voll durchdrückt. Und auf der anderen Seite einfach um 90 Grad dreht, dann fällt er weg. Müsst ihr aber nicht. Wenn ihr den einfach ein bisschen rüber drückt beim Hochziehen, dann langt es schon aus. Bedeutet, die Kante hier seitlich, die muss letztendlich nur aushaken. Bedeutet, wir können uns den auch einfach ein bisschen so zur Seite wegklappen einfach, dass der Durchgang offen ist. So, und jetzt können wir nämlich die ganze Abzugsgruppe ein bisschen hochhebeln innen drin. Also ein bisschen wippeln. So, und wenn ihr dann gewippelt habt, dann wird hier hinten ebenfalls der Durchgang ein bisschen offen für den Feuerwahlhebel. So, und der geht eben nur in einer Position weg. Bedeutet, wir drehen uns das jetzt und drehen uns das so weit, bis er aushakt. So, der muss also überdreht werden und da gibt es genau eine Position, quasi so her. Und dann gibt es eine Position, da kann man dann den eben rausziehen und der auf der anderen Seite ebenfalls. Wie gesagt, genau so baut es dann auch später wieder zusammen, also falsch so reindrücken, andere Seite ausrichten und dann einfach kräftig rotieren, dann schnappt er wieder ein. So, und somit wäre die Abzugsgruppe lose und wir können diese nach oben entfernen. Also Leute, einen ganzen Tisch voll mit Teilen liegen. Fangen wir mal an, schauen wir uns die Bauteile oder die Internals mal im Detail an, was uns KWA da zusammengekloppt hat.
So, Verschlussträger habt ihr bei der Demontage, glaube ich, schon gesehen und ich habe es auch schon angesprochen. Das Modell selbst hat im Vergleich zu anderen GBB-Modellen einen sehr geringen Rückstoß. Also ja, sehr smooth, sehr gediegen, muss ich sagen. Das liegt natürlich auch an dem gesamten Verschlussträger, denn der wiegt nix. Also gar nichts wiegt der. Denn das ganze Teil ist aus einem ultra leichten Aluminium gefertigt. Sieht wuchtig aus, sieht dick und groß aus, wiegt aber gar nichts. Das Ding wiegt vielleicht, wenn es hochkommt, lasst 20, 30 Gramm sein. Also wie gesagt, wiegt wirklich null das Ding. Und dadurch natürlich auch ein sehr geringer Rückstoß. Das Ganze wird von hinten noch gepuffert. Habt ihr ja hinten quasi drin liegen. Einmal dann das Kunststoffteil, quasi dieses hier, das liegt einfach nur so rum, genau. Liegt so rum da hinten drin. Also auch nur aus Kunststoff, wird nur über den kleinen Pinder letztendlich gehalten. Und das macht nichts anderes, wie einfach nur die Federn führen. Bedeutet, ihr habt hier hinten nochmal so ein Kunststoffteil, da sind 2 Spring Guides eingearbeitet aus Stahl. Laufen diese 2 schepprigen Federn drauf. Da klingelt übrigens alles, das habt ihr vorhin gehört. So, dann sitzen die hier drin, dann fährt das Ganze zurück, prügelt dann da hinten dagegen und dann wiederum aber wird das Ganze von hinten nochmal im inneren Bereich von dieser Gewindehülse wird das Ganze nochmal in einem Gummi gepuffert. Bedeutet, wenn wir hier mal reinschauen, habt ihr hier nochmal so eine kleine Gummipufferfläche innen drin. Ist relativ weich auch. Bedeutet, das ganze Ding schlägt dann da hinten rein und wird dann da hinten ein bisschen rausgepuffert. So, genau so läuft das Ganze ab. Und wie gesagt, hier sehr geringer Rückstoß, wenig Gewicht drin und es wird halt alles irgendwo rausgepuffert. Wer also keine GBB haben möchte mit Rückstoß, ist hier genau richtig bedient. Normal ist immer genau das Gegenteil der Fall im Airsoft, im Scharfwaffenbereich wieder andersrum. Und wie gesagt, worauf wir aber hier jetzt eingehen müssen, wie ich vorhin auch schon kurz angesprochen habe, wenn man sich das jetzt mal anschaut, andere GBB-Systeme, wo das ganze Verschlusssystem auch so extrem leicht gebaut ist, siehe zum Beispiel Marui oder sowas, die überzeugen dann extrem mit ihrer Effizienz und mit der Cooldown-Anfälligkeit. Denn gerade diese Modelle verbrauchen in der Regel sehr wenig Gas und man bekommt sehr viel Schuss raus von der Effizienz und gleichzeitig sind sie auch vom Cooldown nicht ganz so anfällig. Ja, und das stimmt aber bei dieser PMX irgendwie alles nicht zusammen. Also ja, extrem leichtgängiges Verschlusssystem bedeutet, es wird ein geringer Druck benötigt, um das Ganze eben zu katapultieren. Aber ihr habt es im Chrono gesehen und wie vorhin auch schon angesprochen, die Cooldown-Anfälligkeit und die Effizienz ist jetzt, ja, natürlich die Magazingröße und die Kapazität spielt auch eine Rolle. Aber ich meine, Leute, wenn man 25 Schuss aus dem Ding raushaut und ist dann bloß noch bei 0,8 Joule irgendwo oder vielleicht 0,9 Joule, finde ich jetzt halt nicht ganz so prickelnd. Also da hätte ich mir ein kleines bisschen mehr erwartet aufgrund des Aufbaus. So, was ich euch noch zeigen möchte, ist die Führung. Das finde ich recht cool. Bedeutet, das hat KWA wirklich geil gemacht. Bedeutet, der gesamte Verschlussträger läuft hier oben über 2 Messingrollen hier oben drin. Und dann habt ihr vorhin bei der Demontage, wer aufgepasst hat, hat schon gesehen, dann habt ihr außen in dem Aluminium 4 so kleine Kunststoffführungen drin. Das sind einfach nur so kleine Clips, die liegen nur drin und wenn ihr den Verschlussträger rauszieht, dann fallen euch die aus der Nut raus. So, und die wiederum dienen nur als Abstandshalter oder als Führung. Bedeutet, das ganze Aluminium wiederum arbeitet eben nicht im Aluminium wiederum von dem inneren Gehäuse, sondern hier arbeiten innen drin nur diese Kunststoffführungen, damit das Ganze eben nicht so arg schleift und reibt innen drin. Nur eben, was man sieht, die Messingrollen hier oben, die arbeiten ein kleines bisschen. Also sieht man hier oben ein bisschen Abnutzung und auch hier hinten drin. Wenn ich da irgendwie Licht reinbekommen würde, nein, bekomme ich nicht, aber auch hier hinten drin, ach, guck mal, auch hier hinten drin arbeiten die ein bisschen im Alu. Was ihr jetzt auch sehen könnt, die ganze Hülse innen drin oder das ganze Receiver-Teil, Upper ist komplett trocken innen drin. Wie gesagt, da fährt das Zeug hin und her. Vielleicht könnte man mal noch hergehen, vielleicht andersrum läuft es übrigens, aber vielleicht könnte man mal noch hergehen und könnte da innen drin vielleicht mal noch ein kleines bisschen schmieren oder sowas. Und wie gesagt, auch der Kunststoff, ja, Kunststoff auf der Eloxalschicht arbeitet hier, ist in Ordnung, aber auch hier wäre es vielleicht von Vorteil oder wäre das Ganze ein bisschen langlebiger, wenn auch hier ein hauchdünner Film Fett oder ein bisschen Silikonöl einfach ein bisschen vorhanden wäre, damit das Zeug eben nicht so stark innen drin im Alu
arbeiten kann. Und wie gesagt, wo ich mir jetzt eher meine Gedanken machen würde, ist eben bereits jetzt, sprechen wir vielleicht später nochmal genauer an, die Ersatzteilversorgung. Wie gesagt, solche Teile werdet ihr auf jeden Fall mal benötigen, denn die scheuert es euch irgendwie einfach durch, diesen Kunststoff. Der ist dann irgendwann halt durch, dann schleift das Alu innen drin, das wollt ihr auch nicht. Also solche bräuchte man irgendwann mal, denke ich mir mal. Die Rollen da oben, wenn man die ab und zu mal ein bisschen schmiert, sollte kein Problem sein. Und dann halt ganz normal einfach die Nozzle. Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. So, ansonsten brauchen wir hier, glaube ich, nichts großartig ansprechen. Wie gesagt, extrem leicht. Hier unten seht ihr wieder, wo das Ganze über den Hammer drüber rubbelt. Ja, da ist letztendlich die ganze Beschichtung schon weg. Das pure Material kommt raus, ist aber absolut nichts Gravierendes. Bedeutet, es ist wirklich nur diese schwarze Beschichtung. Ihr könnt auch mit dem Messer runterkratzen, aber das Material selbst hat gar nichts. Also wenn ihr da mal herschaut, da sind keine Druckstellen drin, da sind keine Kratzer, keine Schleifspuren oder so. Ist wirklich nur die Beschichtung. Ist bei jeder GBB so, dass mal irgendwo was ein bisschen schleift oder so. Würde ich gar nicht kritisch ansprechen. Ganz im Gegenteil, wir müssen uns später den Hammer oben im Detail anschauen. Denn gerade diesen Übergang von Verschlussträger zu Hammer hat KWA technisch eigentlich sehr geil umgesetzt, muss man sagen. Dementsprechend, wie gesagt, ich würde es einfach ignorieren. Was ich euch jetzt vorhin bei der Demontage schon angesprochen habe, ist leider seitens KWA die Schmierung etwas ausbaufähig. Bedeutet, wie vorhin schon angesprochen, hier ist halt alles innen drin trocken, der Receiver ist komplett trocken, könnt ihr machen, wie ihr wollt, aber was viel schlimmer ist oder was ich viel schlimmer finde, auch die gesamte Nozzle und der hintere Zylinder sozusagen, wo die Nozzle drin läuft und der O-Ring, ist auch alles komplett trocken. Bedeutet, wenn ihr jetzt nicht unbedingt ein Gas mit viel Silikonanteil verwendet, was ich definitiv nicht empfehlen würde, ist das ganze System halt kontinuierlich trocken. Also hier hätte man gerne mal innen drin in den Zylinder mal ein bisschen Silikonöl oder Fett auftragen können. Auch auf die Nozzle hätte man ein bisschen Fett auftragen können. Denn hier ist wirklich alles trocken. Die hintere Dichtung ist trocken, der O-Ring ist komplett trocken. Wie gesagt, dementsprechend ein bisschen nachschmieren oder vielleicht ab und zu mal. Oh, nee, eigentlich nicht. Jetzt wollte ich gerade sagen, ab und zu mal ein Gas verwenden mit viel Silikon, aber nee, dann schmanzt ihr euer ganzes Hop-Up damit zu. Das wollt ihr auch nicht. Also wie gesagt, am besten mal irgendwann mal rausmachen bei einer Wartung. Und mal ein bisschen schmieren, damit hier innen drin alles ein bisschen geölt und geschmiert ist. Ansonsten, Nozzle läuft sauber, auch die Nozzle von der Qualität sehr gut. Ist ein sehr, sehr harter Polyamid-Kunststoff, also extrem hart, bestimmt irgendwie, keine Ahnung, 30–40% Glasfaseranteil. Und dann eine kleine Besonderheit, die Nozzle ist zweiteilig, bedeutet, der Stutzen hier vorne, das hier, das ist Zink. Das ist kein Kunststoff, sondern das ist Zink. Wartet mal, ich kann euch das auch demonstrieren. Guck mal, wenn ich hier ein bisschen kratze, da kommt das pure Material unten zum Vorschein. Bedeutet, das wurde wiederum in den Polyamid-Kunststoff reingepresst. Finde ich jetzt gar nicht mal so verkehrt. Bedeutet, wenn es doch mal zu einem Missfeed kommen sollte und ihr schlagt auf die BB drauf, dann verhaut ihr euch halt nicht sofort hier unten die Feeding-Lippe sozusagen und auch den Durchgang, sondern das hält halt dementsprechend länger. Bei einem, ja, muss man halt auch wieder sehen, dafür kommt halt der Schlag irgendwo anders drauf und ihr habt trotzdem das ganze zusammengematschte PLA von der BB da drin hängen. Bei anderen Herstellern, wo dann die Nozzle aus Polyamid ist, kann es passieren, dass sich eben hier vorne die Feeding-Lippe mal abnutzt oder im blödsten Fall sogar wegbricht irgendwann. Und wie gesagt, bei einem Missfeed könnt ihr euch auch den Durchgang kaputt hauen hier. Dementsprechend die Nozzle hier vorne eben aus Zinkguss und im hinteren Bereich dann aus Polyamid-Kunststoff gefertigt. Falls sich jetzt einer fragt, ist da ein Endpass drin? Ich glaube nicht. Also ich habe jetzt da reingeguckt, ich sehe da ist zwar irgendwie so eine Art Zapfen drin, hier war aber weder ein Werkzeug mit dabei im Lieferumfang noch sonstiges. Und wie gesagt, ich habe jetzt auch für KWA keine speziellen Teile da. Wer sich damit auskennt, gerne mal kommentieren. Meiner Meinung nach, ja, vielleicht könnte es ein Endpass sein, aber standardmäßig nicht einstellbar, da kein Werkzeug dabei ist. Wie gesagt, wer sich mit KWA gut auskennt, kann es gerne mal kommentieren unter diesem Video. So, aber wenn es ein Endpass sein sollte, wie gesagt, gehe ich nicht davon aus,
Dann muss ich aber auch sagen, dann ist es standardmäßig trotzdem schlecht eingestellt. Wie gesagt, die Energie ist jetzt nicht sonderlich hoch. Natürlich, wir haben nur einen kleinen Knubbellauf drin, aber Effizienz und Cooldown-Anfälligkeit, alles schon angesprochen, war jetzt auch nicht so prickelnd. Okay, dann dichte das Ganze eben hier hinten noch ab. Bedeutet, da habt ihr einfach so ein Gummipflopfen letztendlich, der dann hinten reingepresst wird, damit die Nozzle im hinteren Bereich abdichtet. So, und wie gesagt, bevor ich das Ganze jetzt wieder zusammenbaue, würde ich hier unbedingt ein kleines bisschen Silikonfett auftragen. Da schauen wir halt, dass wir nichts zu dickes nehmen. Ich nehme jetzt hier einfach so Silikonöl mit 4000 CPS. Das pinseln wir da hinten einfach überall ein kleines bisschen auf den O-Ring drauf. So, langt schon, und dann kann sich das Ganze da innen drin ein bisschen verteilen. Bedeutet, wir schieben das Ganze wieder so rum rein. So, und dann drücken wir es nach hinten. Doch, so rum passt das schon. Langt das schon? Ja, langt schon, genau. Ihr seht übrigens auch, dass das Ganze ein relativ kleines Volumen hat, ne? Also wenn man sich das mal vergleicht mit anderen, mit Langwaffen, wie gesagt AR-15 oder sowas, wo ihr ein sehr großes Volumen im Verschlussträger drin habt, habt ihr hier bei der PMC oder bei der PMX ein relativ kleines Volumen innen drin, wo letztendlich mit Gas befüllt wird. So, und was ich euch vorhin auch schon angesprochen habe, auch hier oben wieder Thema Schmierung seitens KWA nicht vorhanden, denn auch der Nozzle Stop sozusagen und Nozzle Guide ist auch komplett trocken, und der schleift leider ein kleines bisschen und sorgt relativ zügig für Abrieb. Wartet mal, das habt ihr, vielleicht wer es bei der Demontage noch nicht gesehen hat, seht ihr das hier oben, diese ganzen kleinen feinen Metallpartikel? Das ist jetzt nicht die Nozzle, weil die Nozzle ist hier oben aus Polyamid, da kann es nichts abreiben. Aber ihr habt hier oben eben noch die Nozzle-Führung oder halt Nozzle Guide, Nozzle Stop drin, und der ist aus Zinkguss. So, bedeutet, wenn die Nozzle dann nach vorne fährt, dann knallt die Nozzle da hinten dagegen und bewegt diesen eben nach hoch und runter. So, und wenn ihr euch das Teil jetzt mal anschaut, der ist hier schon komplett blank nach ca. 500 Schuss. Der ist auf der gegenüberliegenden Seite schon komplett blank, und auch hier seht ihr eben so kleine Partikel dran hängen. Und auch der Aluminiumverschlussträger seht ihr auch schon, der ist hier bereits blank, der ist da blank, und auch die Führung, das sieht man jetzt, oder seht ihr das vielleicht so hier, auch hier ist er schon komplett blank innen drin. Und auch natürlich komplett trocken. Dementsprechend auch hier gehen wir her und tun hier ein kleines bisschen Silikonfett oder Silikonöl oder was ihr halt immer wollt, ein bisschen reinpinseln, damit das Zeug einfach ein bisschen gefettet ist. So, einfach ein kleines bisschen rein. Wie gesagt, das verteilt sich dann später schon. So, und dann können wir nämlich das Ding wieder installieren und hoffen mal, dass es dann zu weniger Verschleiß kommt. Halt, der gehört so rum rein, also Ding nach unten. Und dann einmal reindrücken. So, wenn wir das dann alles wieder zusammengebaut haben, bedeutet auch hinten letztendlich die Nozzle wieder mit dem E-Clip gesichert. Einmal der, ja, hier oben drin letztendlich alles ein bisschen geschmiert. Dann kann man nämlich auch feststellen, dass die Nozzle jetzt deutlich smoother und leichtgängiger läuft. Bedeutet, ihr hattet standardmäßig, hat es alles sehr stark, ja, war so, wie soll ich sagen, es lief einfach nicht butterweich. Wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, auch die Feder holt die Nozzle zügig wieder zurück. Flutscht butterweich, reibt nicht, hakt nicht. Dementsprechend, wer so ein Ding hat, würde ich definitiv empfehlen. Macht mal auf jeden Fall nach spätestens 1000 Schuss oder nach dem ersten Spieltag würde ich definitiv mal hergehen und würde direkt eine Wartung durchführen. Normalerweise ist es nicht nötig, aber daher hier eben seitens KWA nichts geschmiert ist, ich würde es auf jeden Fall machen. Und wie gesagt, auch die Rollen oben würde ich zur Sicherheit auch ein kleines bisschen einfetten. Dann können wir weitermachen mit der Abzugsgruppe, und die hat KWA echt geil gemacht, finde ich. Also gerade von der technischen Umsetzung her, von der Ansteuerung mega gut. So, schauen wir uns das Ding mal im Detail an. Zunächst, ich lege euch mal noch die Teile her, denn da muss man ein bisschen aufpassen. So, als allererstes mal, klar, das äußere Gehäuse ist ganz normal aus Zinkguss, wie man es letztendlich auch von anderen Herstellern kennt. Aber die Passgenauigkeit im Lower Receiver ist hervorragend, müsst ihr richtig schön raushebeln. Also es sitzt schön press alles drin, auch die Pins, die Bohrungen, es passt alles wunderbar. Und ihr habt auch innen drin, was ihr jetzt schon sehen könnt, auch im inneren Bereich werden alle rotierenden Teile wieder mit Hülsen geführt. Bedeutet hier eine Messinghülse, auch am Abzug eine Messinghülse und dementsprechend natürlich keine rotierenden Pins irgendwie im Gehäuse drin.
Ebenfalls alle relevanten Teile sind komplett aus Stahl gefertigt, bedeutet der Hammer ist aus Stahl, der Firing Pin ist aus Stahl, der Abzug ist nicht aus Stahl, sondern der ist aus Zinkguss, aber hier vorne arbeiten sie extra nochmal so eine Stahlplatte ein. Bedeutet genau die Kante, wo später der Hammer unten arretiert, wo die Last drauf kommt, wo das Ganze dann aushakt. Hier habt ihr eben eine Stahlkante. Und selbst das finde ich ziemlich geil gemacht, denn das sichern sie einfach mit so einem kleinen Pin. Bedeutet auch hier wieder, wenn das mal braucht und wenn das überhaupt herbekommt. Aber man könnte jetzt einfach den Pin, wenn es verschlissen ist, den Pin rausdrücken, neue Stahlplatte einsetzen, Pin wieder rein, fertig, habt ein neues Bauteil drin. Also das finde ich gut umgesetzt und eben, wie gesagt, alles aus Stahl. So, und der nächste Punkt, der mir sehr gut gefällt, was man jetzt im Video zwar sehr schlecht zeigen kann, aber überall, wo ein Schlag drauf kommt, wird das Ganze mit Gummis gepuffert. Bedeutet zum Beispiel beim Hammer, wenn der Hammer sich entspannt und nach vorne katapultiert, dann schlägt natürlich der Firing Pin später aufs Ventil drauf. Gleichzeitig wird der Hammer aber hier unten, wie soll ich sagen, abgefangen. Denn das Teil hier innen drin, das ist ein Gummi. Seht ihr, das ist einfach hier so eine Stahlplatte. Bedeutet, der Hammer knallt auf die Stahlplatte und dann habt ihr hier zwischendrin aber einen Gummipuffer. Bedeutet, der Schlag wird rausgenommen. Ebenfalls, wenn ihr das Ding demontiert und euch fallen so Gummipuffer hier raus, so kleine Gumminupsel. Ebenfalls hier am Gehäuse arbeiten sie ebenfalls hier so ein, ich nenne es einfach mal Schlagblech ein oder halt auch so eine, warte, ich nehme es mal ganz raus. Hier, das wird einfach nur reingesteckt, seht ihr? Dann habt ihr da seitlich ein Langloch oder so eine lange Öffnung und da liegt jeweils pro Seite eben ein Gummipuffer drunter. Bedeutet, auch hier nimmt dann das wiederum die Energie auf und federt es über die Gummis dann letztendlich ab, damit einfach hier keine Schlagkanten und sowas entstehen. Also das finde ich schon mal, gerade vom Verschleiß her, finde ich, haben sie das geil umgesetzt von der Abzugsgruppe. Also das haben sie schon wirklich alles ziemlich geil umgesetzt. Ein kleiner Punkt ist mir nur aufgefallen oder wo ich mir nicht ganz sicher bin. Der Firing Pin ist im Vergleich zu anderen Herstellern zwar aus Stahl, aber der ist wirklich extrem dünn. Bedeutet, hier vorne seht ihr, da kommt letztendlich einfach so ein kleiner, wartet mal, von oben können wir es vielleicht besser erkennen, kommt einfach so ein kleiner Pin raus, aber wiederum ist er dann geschlitzt in der Mitte, also wenn er nach hinten reingeht, das sind vielleicht 1,5 mm Materialstärke hinten drin. Wie gesagt, ist aus Stahl, wird schon halten. Wie gesagt, aber ich finde ihn einfach ein kleines bisschen dünn, wenn man eben vergleicht mit VFC-Abzugsgruppen oder sowas. Aber wie gesagt, nichts Gravierendes, falls er halt irgendwann mal verschlissen sein sollte. Gut, Firing Pin, wie gesagt, ein bisschen dünn. So, jetzt möchte ich euch noch eben den einen Punkt zeigen, den ich am Hammer sehr, sehr geil finde. Dazu muss ich das Ganze aber erstmal wieder zusammenbauen, denn sonst kann ich euch das leider nicht zeigen. So, Abzugsgrube wieder zusammengebaut und jetzt geht es mir um den oberen Bereich des Hammers. Bedeutet hier dieses Teil, quasi Ansteuerungspunkt für den Verschlussträger. Habe ich euch vorhin schon gezeigt, das ist eben hier die Stelle, wo hier der Lack ein bisschen weggeht. Da hakt logischerweise der Verschlussträger am Hammer ein und nimmt den Hammer mit nach hinten oder ja, hier quasi steuert sozusagen an. Ganz normal, immer Verschleißpunkt bei jeder GBB, nichts Gravierendes. Wie gesagt, ist auch hier nur der Lack. Aber was ich sehr schön finde, sie haben jetzt zwar den Hammer komplett aus Stahl gefertigt, aber das Teil hier vorne, wo letztendlich das Aluminium von dem Verschlussträger dagegen läuft, das haben sie wiederum aus Zink gemacht. Zink ist natürlich deutlich weicher wie Aluminium und dementsprechend vom Verschleiß her schon mal nicht schlecht. Und was mir auch gut gefällt, wenn dann der Verschlussträger ganz hinten ist und der Hammer unten arretiert, dann fährt er quasi hier drüber und dann kann das Teil aber problemlos wieder wegklappen, also nach vorne, weil es gefedert ist. Bedeutet, dann kann sich der gesamte Verschlussträger einfach wieder schnell lösen. Kann hier also schön wegfahren und dementsprechend auch Verschleiß unanfälliger. Hier vielleicht noch ein kleiner Punkt, das habe ich euch vorhin schon kurz angesprochen. Das Ding muss immer mit Schmackes nach vorne knallen. Wenn der Verschlussträger zu langsam nach vorne fährt oder ja, vielleicht mal irgendwie ein bisschen reibt oder irgendwas, dann verhakt sich der Abzug, beziehungsweise der Abzug wird nicht freigegeben. Habt ihr ganz normal hier unten vorne diese Ansteuerung dran, bedeutet erst wenn der Verschlussträger wirklich ganz vorne ist, dann wiederum wird der Hammer freigegeben. So, und dieser Punkt ist aber sehr, sehr knapp bei dem Modell. Bedeutet, wenn der Verschlussträger nur einen halben Millimeter zu weit offen steht, dann wird dieser Hebel nicht angesteuert
und dementsprechend funktioniert der Abzug nicht mehr. Sollte das bei euch also mal der Fall sein, schaut, dass die Federn stark genug sind, dass nichts irgendwie dreckig ist und dass eben der Verschlussträger immer zu 100% komplett nach vorne fährt. Daher das Ganze aber so knapp ist, hätte man das Ganze vielleicht auch ein bisschen robuster fertigen können von der Ansteuerung her. Denn hier fahre ich das dann letztendlich nur hier, wartet mal, ich versuche es euch irgendwie zu zeigen. Ich fahre ja hier unten letztendlich nur mit dieser Rampe gegen diesen kleinen Hebel. Und wie gesagt, das ist jetzt schon extrem knapp. Das muss auf 0,5 mm, wenn überhaupt, muss das passen. Wenn sich jetzt aber diese Aluminiumkante hier vorne irgendwann mal abnutzt, dann kann das zu einem Problem werden. Denn dann gibt der Abzug nicht mehr frei, beziehungsweise der Hammer wird nicht mehr freigegeben. Dann hätten sie vielleicht auch hier nochmal ein bisschen mehr Spiel drauf geben können, dass halt nicht alles perfekt passen muss, sondern dass halt auch der Verschlussträger, dass die Waffe auch auslösen kann, wenn der Verschlussträger halt mal einen halben Millimeter oder 0,3 Millimeter offen steht. Also das muss man halt auf Dauer ein bisschen beachten, hier diese Ansteuerung von der Freigabe für den Hammer sozusagen. So, Abzugsgruppe ist wieder drin und jetzt gehen wir noch mal ganz kurz auf Thema Federklingeln und Federscheppern ein. Habe ich euch vorhin schon alles angesprochen, wo wir gefeuert haben, habe ich euch gesagt eben, das Ding, also für mich persönlich hört es sich echt grausam an. Denn es ist jede einzelne Feder in dem System klingelt und scheppert irgendwie. Wenn ihr dem entgegenwirken möchtet, könnt ihr da hinten unten anfangen, am Receiver innen drin, die Feder. Wartet mal. Hört ihr das? Also die klingelt ein bisschen nach, hört man auch, wenn man umschaltet. Bei jedem Umschalten klingelt die Feder, dann die Feder vom Magazinhalter. Oh, geht gar nicht, echt. Rausmachen, am besten mal probieren einzufetten. Vorhin schon gesagt, zum Rausnehmen. Einfach von der Seite kräftig durchdrücken und dann zieht dann auf der Seite rum. Warte mal, wie seht ihr das denn? Dann zieht dann hier rum und klappt dann einfach um 90 Grad weg. Und dann könnt ihr dann einfach rausziehen. Dann fällt er auf der anderen Seite raus. So, und dann habt ihr hier die Feder. Und wie gesagt, die klingelt und scheppert wie nochmal irgendwas. Vielleicht auch hier irgendwie fetten oder vielleicht ein bisschen Schaumstoff mit rein irgendwie hier in den Freiraum, weil da ist halt alles hohl innen drin. Kann man vielleicht noch so ein paar Fetzen Schaumstoff außenrum stecken, damit die Feder einfach nicht so krass klingelt. So, zum Wiederinstallieren einfach rein. So, jetzt muss ich bloß gucken, dass ich das irgendwie alles festhalte vor der Kamera. Rein, kräftig reindrücken, dann auch wieder im 90 Grad quasi arretieren, durchdrücken und einmal drehen und dann ist das Ding wieder arretiert da unten drin. So, und eben zum Schluss auch die beiden Federn hinten drin für den Verschlussträger. Auch diese klingeln ein kleines bisschen nach. Da diese im System innen drin sind und nicht kein Dreck oder so rankommt, würde ich auch probieren, dass man die erstmal ein bisschen einfettet. Nehmt irgendwas Zähes, vielleicht irgendwie so, keine Ahnung, 8000 CPS Silikonfett oder nehmt da 50.000 CPS Silikonfett, damit euch die halt nicht mehr nachklingeln innen drin. Wie gesagt, Federn klingeln werde ich auch im Fazit dann gleich noch mit aufnehmen. Gefällt mir leider nicht ganz so gut. Also noch abschließend Thema Lauf- und Hop-Up-System. Hier habe ich euch vorhin schon das meiste angesprochen. Wenn ihr jetzt nur das Ding in der Halle spielen wollt oder irgendwie im CQB mit maximal 1 Joule mit 0,2 oder 0,25 Gramm BBs, dann ist das Ding an sich schon mal in Ordnung. Wie gesagt, da müsst ihr euch nur Cooldown-Anfälligkeit ein bisschen Gedanken machen. Beim Thema Hop-Up-System sind wir auch leider wieder sehr, sehr stark limitiert, denn KWA kocht hier wieder ihre eigene Suppe, wie bei ihren anderen Kniften letztendlich auch. Und das finde ich einfach schade heutzutage. So, zunächst mal der Lauf ist ein Standard-Messinglauf, 162 mm in der Länge, 6,08 mm Innendurchmesser, also auch kein 603er. Und zu nichts anderem kompatibel. So, da vorne haben sie ein Gummi eingearbeitet, ein O-Ring eingearbeitet für die Zentrierung, finde ich gut. Die Krone vorne könnte noch ein bisschen länger sein, sondern es ist halt einfach nur ein bisschen entgradet hier vorne, letztendlich auch sehr scharfkantig. Manche Hersteller ziehen die Krone halt noch ein kleines bisschen länger. Aber das haben wir dahingestellt. Wo ich mir eher meine Gedanken mache, ist eben dann der hintere Bereich, die Aufnahme für die Hop-Up-Kammer, für den C-Clip und fürs Bucking. Denn auch hier seht ihr zu nichts anderem kompatibel.
Hier oben ist eine kleine Fräsung drin, was ein Standardlauf nicht hat, ist für den C-Clip nötig letztendlich. Die Arretierungsflächen sind ein kleines bisschen anders vom Abstand her. Die Nut hier ist breiter und auch hat dieser Lauf letztendlich Nut- und Federsystem seitlich drin. Hier einmal links und rechts fürs Bucking und nicht unten drin. Bedeutet, ihr bekommt auch kein anderes Bucking rein. Ihr könnt kein anderes GBB-Bucking hernehmen und fertig. Nein, ihr seid darauf angewiesen, wieder exakt das gleiche Bucking zu verbauen, was da letztendlich auch drin ist. Und sind wir ehrlich, das ist halt vom Druckaufbau oder von der Reibung alles andere als gut. Wenn ihr euch das Bucking mal anschaut, wie gesagt, das mit dem Nut- und Federsystem, da könnte man jetzt sagen, ja, das Bucking wird ein bisschen schöner zentriert oder gerade gehalten. Gut, sei mal dahingestellt. Aber halt die Patchfläche innen drin, zieht euch das Ding mal rein, wenn man das überhaupt Patchfläche nennen kann. Das sind einfach so ganz kleine zwei Nupsis, so ganz kleine Mini-Nupsis, die von oben runterkommen. So, und auch das, wie gesagt, für 0,2, ja klar, baut Reibung auf, bremst, ihr bekommt Hop drauf. 0,25 müsst ihr dann schon mehr Druck aufbauen, dann nimmt dann entsprechend auch der Verschleiß zu und noch schwerer könnt ihr vergessen, denn dann braucht ihr von oben so viel Druck, dass ihr euch umgehend diese beiden Gumminupsis da innen drin wegreißen werdet. Bedeutet, dann macht ihr vielleicht 1000 Schuss und dann ist das Bucking im Eimer. Und das finde ich einfach nicht gut von KWA. Mein Gott, ein Standard-GBB-Bucking funktioniert doch einwandfrei. Siehe die aktuellen VFC-Modelle mit diesem Flat-Hop drin von VFC. Funktioniert doch klasse. Dementsprechend können die Spieler reinknallen, was sie wollen. Funktioniert. Auch bei VFC gibt es Optimierungen. Natürlich, VFC vermurkst meistens einen Tensioner. Aber hier, das finde ich halt in der Hinsicht schon wieder schade. Man ist einfach darauf angewiesen, exakt das so zu verwenden. Und wenn man halt schwerer gehen will und, sage ich mal, halt 0,3 spielen will oder 0,28 verwenden möchte, dann geht es halt einfach wieder nicht mit dem System. Hat also hier eine gewisse Limitierung. Finde ich sehr, 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 sehr schade. Dann auch wieder die Kombination von der Hop-Up-Kammer und vom Tensioner ist halt wieder KWA speziell. Zunächst mal die Führung oben vom Tensioner finde ich gar nicht so verkehrt. Da wollen sie jetzt auch so einen auf Pseudo-TDC machen. Bedeutet, da ist auch oben letztendlich der Dinger hier drin. Der fährt dann da oben hoch und runter. Aber ihr seht auch vom Durchgang her, passt halt auch wirklich nur dieses kleine Nupsi da rein an Tensioner. Bedeutet, ja, ihr könnt jetzt hier, weil der ist relativ weich, man könnte natürlich hergehen und könnte einen härteren verbauen. Halt auch wieder so ein kleines Ding. Dann bekommt ihr mehr Druck drauf. Aber wie gerade schon angesprochen, dann reißt ihr euch halt einfach innen drin diese beiden Stege da weg. Weil halt wirklich Patchfläche nenne ich das einfach nicht, weil das ist es nicht. Und wie gesagt, hier sehr, sehr stark limitiert beim Thema Hop-Up und Lauf. Und ihr müsst einfach das Zeug so drin lassen, wie es ist. Dass es sich für eine GBB einigermaßen gut einstellen lässt und man kein Werkzeug dafür braucht und nicht irgendwie mit dem Inbus reinfummeln muss oder so. Das ist in Ordnung, aber auch die Rasterung könnte ein bisschen schöner sein. Man verstellt meistens gleich 3, 4 Positionen. Also auch vom Einstellweg her gibt es Systeme, die lassen sich besser einstellen. Und ich weiß, in einem GBB-System ist gerade das immer ein Problem. Da bekommt man halt nicht so schöne Rotary-Hop-Up-Kammern rein wie bei SAEGs oder wie bei HPAs. Da muss man sich halt immer seine Gedanken machen. Und wenn man unbedingt GBB spielen will, dann muss man halt mit dem Zeug so zurechtkommen, wie es die Hersteller uns liefern. Und wie gesagt, hier leider bei der Beretta oder bei der PMX, ja, große Limitierung meiner Meinung nach, Thema Lauf- und Hop-Up-System. Das könnt ihr jetzt hier im zusammengebauten Zustand nochmal schön sehen mit dem Rädchen. Wie gesagt, das ist einfach nur das Rädchen, das wird von vorne aufgeschoben, dann kommt die Platte hier drauf. Die wiederum wird alles nur mit dem C-Clip dann gesichert. Und da habt ihr da auch relativ viel Luft drin. Bedeutet, wenn ihr da mal herschaut, ist auch das ganze Rädchen, kann man das im Video erkennen, das hat halt so einen halben Millimeter Luft da drauf, kann hier ein bisschen rumschwabbeln. Und es läuft auch nicht irgendwie über ein O-Ring, dass es irgendwie Widerstand hat, sondern es wird einfach nur über diese Kunststoffrasterung gehalten. Und wenn ihr dann von seitlich mit dem Finger reingeht und ein bisschen mehr Druck haben wollt, dann überspringt ihr einfach immer so viele Positionen. Also am besten geht es eigentlich beim Schraubendreher dann, damit ihr irgendwie Gefühl drin habt, damit ihr nicht gleich irgendwie 2 Positionen mehr Hop drauf gebt auf das Ding. Und wie gesagt, also ich bin aus dem AEG-Bereich einfach Hop-Up-Kammern gewohnt, die sich stufenfrei schön fein justieren lassen. Und das ist halt mit dem Ding absolut nicht der Fall.
Gut Leute, das soll es für heute schon gewesen sein. Relativ kleines und kompaktes Video zu der Beretta PMX GBB. Wie gesagt, hätte das Magazin sauber funktioniert, hätte ich wahrscheinlich noch mal eine halbe Stunde mehr filmen können, hätte euch mehr Informationen durchgeben können. Kann ich halt heute leider nicht, weil es nicht funktioniert hat. Ist halt leider so. Dementsprechend, ich werde jetzt auch ein kurzes Fazit euch machen. Die Punkte, die ich jetzt recherchieren konnte und die Punkte, wo ich eben Zeit investiert habe, die präsentiere ich euch jetzt. Aber dennoch, wie gesagt, da mein Modell einfach nicht funktioniert hat mit dem Magazin, schaut euch bitte auch noch andere Videos an. Schaut euch vielleicht beim Bruce. Bruce hat, glaube ich, auch eins gemacht. Glaube ich zumindest. Schaut mal beim Bruce rein und dann schaut euch einfach mehrere Videos an und dann könnt ihr vergleichen. Dann nehmt ihr meine Punkte, nehmt den Bruce seine Punkte, nehmt die Punkte von Mr. XY und dann könnt ihr euch selber ein Fazit daraus bilden letztendlich. Nix, alles andere wäre auch Schwachsinn, sind wir ehrlich. So, also was ich jetzt recherchieren konnte und wie ich das Modell einschätzen würde. Ein Pluspunkt würde ich definitiv geben auf Thema Verarbeitungsqualität und die Materialwahl. Das ist von KWA wirklich klasse. Also da gibt es nichts irgendwo ansatzweise, wo man mal meckern kann. Klar, ich meine, das Ding kommt aus Taiwan. Das ist jetzt nicht irgendwie eine China-Knifte, dass ihr mal hier vielleicht mal ein Zehntel Toleranz drin habt oder mal 0,2 hier. Nix, da sitzt alles wie Arsch auf Eimer. Tipptopp. Und auch die Kunststoffqualität, wie gesagt, Polyamid-Kunststoff. Toll, wunderbar, genügend Glasfaseranteil drin, dass ihr die ganze Knifte da nicht irgendwie 3-4 Zentimeter rumknicken könnt oder rumbiegen könnt, wie bei manch anderen. Gar nichts. Also das ist wirklich klasse und würde ich als positiv geben. Dann habe ich nochmal 2 Pluspunkte, die kombinieren. Ne, die geben wir extra, aber man kann es dennoch kombiniert ansprechen, würde ich sagen. Das ist einmal der Pluspunkt Konstruktion, finde ich sehr, sehr geil gemacht. Und ebenfalls entsprechend auch die Demontage. Bedeutet auch für Einsteiger, die jetzt neu sind im Airsoft und auch natürlich mal auseinander machen müssen, mal den ganzen Dreck rausputzen, mal nachschmieren, mal ein bisschen ölen. Auch für diejenigen ist das Modell unheimlich zugänglich aufgrund der sehr, sehr simplen Konstruktion, muss ich sagen. Habe ich euch gezeigt, einen Pin raus, auseinanderziehen, zack, hinten aufschrauben, Verschlussträger rausziehen, da ist das Ding in einer Minute zerlegt. Und man kommt überall ran, um eine Wartung durchzuführen. Also wie gesagt, genauso simpel eigentlich wie bei einer AR-15, einfach aufklappen, Verschlussträger raus. Auch hier von der Konstruktion einfach mega. Auch gerade der Punkt von der Konstruktion mit der Hop-Up-Kammer wird jetzt nicht irgendwie mit einer Barrel-Nut verschraubt, dass ihr das ganze Frontset auseinanderschrauben müsst, um ans Hop-Up ranzukommen. Nein, ihr macht links und rechts 2 kleine Schräubchen weg, dann könnt ihr die ganze Hop-Up-Kammer mit dem Lauf einfach nach hinten rausziehen. Zack, fertig, Sache erledigt. Also hier ein Pluspunkt, Konstruktion und Demontage und natürlich auch bei der Konstruktion die Puffergummis in der Abzugsgruppe finde ich auch von der Konstruktion, finde ich einfach mega geil. Haben sie gut gemacht. Dementsprechend habt ihr einfach keine Schlagkanten, es platzt euch kein Material oder sowas weg. Das haben sie geil gemacht, hier gebe ich auch ebenfalls einen Pluspunkt. Also Konstruktion und Demontage. So, letzter Pluspunkt des Modells ist natürlich extrem leicht, muss ich sagen. 2300 und ein paar zerquetschte Gramm mit dem Prügelmagazin, welches komplett aus Zink ist. Sehr kompakt, könnt ihr noch einklappen und ist gerade für kompakte Gelände oder für eine Halle mit einem Joule ist das Modell. Wer eine GBB in der Halle spielen möchte natürlich, wäre das Modell vollkommen in Ordnung und tipptopp. Also da kann man definitiv nicht meckern, das ist wirklich klasse. Man muss aber auch hier wieder sagen, ja, dafür wäre das Modell klasse, wenn halt jeder GBB spielt. Wenn ihr jetzt mit dem Ding da ankommt in der Halle mit euren 50 Schuss und da drüben rennen 3 Leute mit der HPA oder mit der SAG und mit dem High-Cap-Magazin rum, ja, die sprayen euch einfach weg. Da seht ihr halt mit einer GBB leider kein Land, muss man sagen. Also muss man sich gut überlegen, ob man so eine GBB wirklich aktiv heutzutage noch spielt, da die meisten Spieler letztendlich auch nur noch sprayen. Ist halt leider so. So, und der letzte Pluspunkt, den gebe ich auch noch, das habe ich euch gezeigt, extra Kapitel. Das GBB-System läuft tadellos. Es ist schnell, ihr habt kein Delay drin, ihr habt keine Trägheit drin, auch wenn ihr schneller triggert, ihr merkt dann nicht vom ersten Schuss, zum 30. Schuss, dass der Verschlussträger dann irgendwie langsamer wird und träger wird. Nein, gar nichts. Ist ultra leicht innen drin, der ganze Verschlussträger, dementsprechend natürlich kein Rückstoß, aber das Ding läuft brachial. Also GBB-System, klasse, lässt sich super triggern, schön definierter Abzug, schöner Crisp-Abzug, schön kurz gehalten, einwandfrei, auch hier ein Pluspunkt auf das GBB-System.
So, jetzt habe ich noch einige Neutralpunkte. So, erster Neutralpunkt, ein kleines bisschen schade. Wir haben hier vorne ja zwar diese Verschlusswarzen für MP5-ähnliche Schalldämpfer. Attrappen bekommt man normal nicht her. Hätte KWA gerne noch einen Adapter mit reinlegen können auf ein 14 mm Linksgewinde. Bedeutet, hier hat man jetzt den gleichen Murks wie bei der MP7, spezielles Gewinde vorne am Auto oder am Rohr dran und ich bekomme keine Standard-Schalldämpfer-Attrappen aufgeschraubt. Mensch, schmeißt mir doch so ein 2 Euro Aluminiumding mit in den Lieferumfang rein. Was ist denn das Problem? Also ein bisschen schade, so ein Adapter hätte ich gerne im Lieferumfang noch gesehen. So, dann der nächste Neutralpunkt, ein bisschen schade, auch hier Lauf- und Hop-Up-Kompatibilität. Wobei man hier wieder unterscheiden muss, so wie das Modell kommt und für 0,9 bis 1 Joule mit 0,2 oder 0,25 ist das Ganze in Ordnung. Wie gesagt, und dafür ist es vermutlich auch ausgelegt, dementsprechend auch nur ein Neutralpunkt, dann nehmt ihr das und fertig. Aber, was mir schon wieder ein bisschen auf den Zeiger geht, warum wieder alles speziell KWA? Spezielles Bucking drin, spezieller Lauf drin und so nichts kompatibel. Reiße ich mir das Bucking kaputt? Ja, dann brauche ich wieder genau exakt das gleiche KWA-Bucking, weil nichts Standard ist in dem Ding. Warum denn? Ganz normales Standard-GBB-System, fertig. Wäre wieder kompatibel gewesen. Aber nein, KWA kocht mal wieder ihre eigene Suppe. Finde ich ein kleines bisschen schade. Lauf- und Hop-Up-Kompatibilität, kein Standard-GBB. Bisschen schade. So, nächster Neutralpunkt, das habe ich euch angesprochen bei der Demontage. Der Aufbau, die Konstruktion, wie alles ineinander greift, ist wirklich klasse. Wo KWA ein bisschen gespart hat, ist das Schmiermittel. Das Ding ist innen drin komplett trocken. Die Nozzle ist trocken, der Verschlussträger ist trocken, der Nozzle-Stop ist trocken, dementsprechend leider auch bereits Abrieb nach 250 Schuss. Da ist nicht ansatzweise irgendwo ja, Öl oder Fett aufgebracht in dem Ding. Also, falls ihr euch das Ding kaufen solltet und ihr habt mal die ersten 1000, 2000 Schuss raus, unbedingt aufmachen, reinigen, fetten, ölen, damit das Ding euch nicht irgendwie kaputt geht oder verschleißt. Gerade oben der Nozzle-Stop sehe ich als kleines Verschleißteil an. Das muss gefettet werden, habe ich euch gezeigt. Bedeutet, wenn der Verschlussträger nach hinten katapultiert wird und dann die Nozzle aushakt, dann haut euch die Nozzle gegen den Nozzle-Stop. Den wiederum drückt sie über eine Feder nach hinten und dann scheuert euch der Zink am Aluminium. Und dann habt ihr sofort Abrieb, lauter kleine Metallspäne oben auf der Nozzle drauf. Macht ein bisschen Fett drauf, damit es hier ein bisschen geschont wird. Also Thema Schmierung definitiv nacharbeiten. So, und der letzte Neutralpunkt, ja, das ist wieder persönlich, ich weiß, mir geht es halt sowas ein bisschen auf den Zeiger. Federn klingeln in dem Modell alle. Also die Recoil oder die Schließfedern vom Verschlussträger, alle beide, die klingeln euch nach. Da unten ist eine Feder drin unterm Abzug oder unterm Trigger, die klingelt euch nach. Und natürlich auch die Feder vom Magazinhalter, die klingelt euch auch nach. Bedeutet, ihr habt eine riesengroße Klingel letztendlich. Bedeutet, jedes Mal, wenn ihr feuert, hört ihr so ein richtig schönes Bing, brrr, so ein richtig schönes Klingeln einfach hinterher. Gefällt mir persönlich nicht, andere mögen das Ganze eben und ignorieren es letztendlich. Sollte euch das auch auf dem Zeiger gehen, Federn womöglich ein bisschen einfetten und gerade beim Magazinauswurf innen drin, wie auch bei der Feder unten vom Trigger, könnt ihr das sogar ein kleines bisschen Schaumstoff um die Feder rumziehen oder in die Feder reinstopfen. Nicht so viel, dass die Feder blockiert, sondern einfach, dass ein bisschen der Schaumstoff an den Windungen anliegt und dann nimmt dieser Schaumstoff die Schwingung raus. Kennt ihr auch bei SAEGs mit einem Short Stroke, könnt ihr es letztendlich genauso machen. So, wie gesagt, Federklingeln, letzter kleiner Neutralpunkt. So, Leute, und abschließend muss ich selbstverständlich leider einen großen Kritikpunkt auf das Magazin geben, da es leider nicht funktioniert hat. Bedeutet 0,2 Gramm, ja, wenn ihr Glück habt, bringt ihr mal 50 Schuss komplett durch, das funktioniert. Wenn das schwerer geht, oder bei mir zumindest, hat das Magazin gar nicht mehr funktioniert. Bedeutet, die Kugeln bleiben ständig da oben irgendwo, verklemmen sie sich und man muss jedes Mal nach jedem Schuss rausnehmen, Follower wieder ein bisschen runterziehen, wieder schnalzen lassen, dass die Kugeln wieder nachrutschen, wieder einlegen, wieder repetieren. Dann habt ihr einen Einzellader oder einen Einzelrepetierer. Hat also leider bei meinem Magazin nicht funktioniert und entsprechend, daher es nicht funktioniert und daher die ganze Knifte somit letztendlich nicht wirklich nutzbar ist, muss ich hier leider einen Kritikpunkt geben. Dazu kommt natürlich noch, dass das Magazin 80 € kostet. Ne? Brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten.
Und versteht mich bitte nicht falsch, nicht, dass ich jetzt wieder als Buhmann rüberkomme. Wenn ich das Problem einfach nur gehabt hätte, okay, dann hätte ich mich jetzt hier hingesetzt und hätte gesagt, gut, ich gebe einen Neutralpunkt, weil mein Magazin feedet nicht und funktioniert nicht. So, daher mir aber jetzt schon zwei weitere Personen bekannt sind, die exakt das gleiche Problem haben, muss ich es leider als Kritikpunkt geben. Bedeutet, es scheint wirklich entweder eine Charge zu geben oder irgendwas scheint an den Magazinen teilweise ein bisschen crappy zu sein, dass es eben nicht feedet und nicht funktioniert. Dementsprechend, wie zum Anfang dieses Videos gesagt, habt ihr so eine PMX oder habt ihr eine TP9, habt ihr diese Magazine, bitte kommentiert, funktionieren die Magazine bei euch oder sind euch diese Probleme auch bekannt? Und wenn wir jetzt 10 Leute unten haben im Kommentarfeld, die sagen, ja nee, bei mir zickt es auch rum, dann wissen wir, dass es ein allgemeines Problem ist. Und wenn jetzt 10 Leute schreiben, nee, bei denen funktioniert es, dann sind es halt wirklich Ausreißer. Nur so kann man letztendlich eine faire Aussage darüber treffen. So Leute, und das soll es von meiner Seite gewesen sein. Wollt ihr jetzt noch irgendwas ergänzen? Habt ihr selber so eine PMX? Liebend gerne, ihr wisst Bescheid. Kommentarfeld nutzen. Hat euch das Video gefallen? Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Ich würde mich mega drüber freuen. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.